Ich weiß, ich bin ein bisschen früh, aber ich sehe gerade den Chat, denke mir so von wegen, Alter, was ist mit euch los, Alter? Denkt ihr ernsthaft, dass irgendwas Genshin 2.8 rumkommt? Ehrlich? Also ich bezweifle das sehr stark. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Es wäre Zeit für die G3. Die inoffizielle E3 ist halt dieses Jahr nicht, also gibt es die inoffizielle G3. Yay. Davon ausgehend, was bei Genshin gezeigt worden ist, bei den Game Awards und Summer Game Fest letztes Jahr und sonstiges Zeug drumherum, die Sachen, die gezeigt worden sind, waren immer vom aktuellen Patch und haben einfach nochmal gezeigt von wegen, hey, das und das ist passiert. Irgendwo ein kleiner Trailer, ein bisschen Teaser-Zeug und sonst was. Und ein paar Primo-Gems. Mehr war das nicht. Ich bezweifle, dass es dieses Jahr anders sein wird. Bei diesem Event. Also ich gehe davon aus, dass es gleich sein wird. Dass wir uns einfach nur singen, irgendwo da MiHoYo draufstehen haben, was keinen Sinn ergibt, weil es ist ja nicht mehr MiHoYo. Es ist ja jetzt Hojo, Hojoverse. Hojo. Es wird denen nur was von ZZZ und von Honkai Star Rail gezeigt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da keine Ahnung. Aber, wovon ich eine Ahnung habe, ist, dass die Musik hier schrecklich ist. Ja, geht doch eigentlich. Lass wir sie laufen. Ja, das Summer Games Fest 2022. Mann, dass wir bis hierhin gelebt haben, unfassbar. Ich weiß soweit, was gezeigt werden dürfte. So viel, dass es größtenteils darum geht, um Spiele, die bisher schon präsentiert worden sind in irgendeiner Art und Weise. Also es wird der Fokus aufgelegt auf Spiele, die schon bekannt sind. Und weniger auf Spiele, die komplett neu sind. Das heißt, wir werden nicht viele World Premiers bekommen. Aber für den Fall der Fälle, dass wir World Premiers bekommen, werde ich noch ganz schnell mal die Chat-Emotes wechseln. Weil ich weiß, ihr wollt die World Premiere haben. Apropos World Premiere und Chat-Emotes. Das, was irgendwo interessant ist und wichtig ist, dass ich eventuell bald noch mehr Emoji zupacken kann. Beziehungsweise Chat-Dinger. Was echt klasse wäre. Das wäre echt klasse. Was nehmen wir denn noch raus hierfür? Ich glaube, wir brauchen auch mal das Tanzen. Ja. Immer das Step-Emote raus, das ist doof. Wobei, Hut kann ich nicht rausnehmen. Nehmen wir das Tanzen-Emote raus. Aber dafür World Premiere. Wenn ihr aber fragen solltet, hey Gebirges, was ist denn deine Hoffnung für die Präsentation, für die Show? Im Ernst jetzt? Mir wird nichts groß einfallen. Also mir fällt nichts groß ein, was da groß gezeigt werden könnte, was mega interessant wäre, wo man sagen muss, geil. Muss dabei sein. Ich gehe von einem typischen Standard-Scheiß aus. Der auch bei den Game Awards mal gezeigt wird. Also irgendein Standard-Scheiß und dann kommt Kojima und schlag mich tot. Stell dir vor, Miho droppt Genshin auf Switch. Hä? Witzig. Also ich gehe davon aus, dass irgendwo bla bla Kojima bla bla, irgendwas in Richtung eventuell Capcom mit Resident Evil 4 eventuell noch ein bisschen was kommen könnte oder Street Fighter 6 noch ein bisschen minimal was dazu gezeigt werden könnte. Weil Capcom ist ja momentan in einer großen Laune, was zu zeigen. Dann eventuell, was richtig geil wäre von Capcoms Seite aus, für Monster Hunter Rise Sunbreak. Oder Monster Hunter Sunbreak. Vielleicht einen neuen Trailer, ein neues Monster, was gezeigt wird. Oder ein wiederkehrendes Monster. Das wäre halt schon echt brechend cool. Ansonsten wird schon echt knapp von dem, was ich von Capcom sehen wollen würde. Vielleicht neues Mega Man angekündigt, aber ich glaube, das wäre nicht zu der Zeit passend, sondern für die eigene Präsentation am
Vom Montag auf Dienstag um Mitternacht. Ja, muss man schauen, ne? Es gibt eine Menge Zeug, die sie machen können. Fraglich ist, ob sie es machen werden. Wir müssen schauen, gucken. Ne? So, wo habe ich diese blöden Emojis? Bilder. Emoji. Lade. World Premiere. Wo habe ich die Schwingen? Wo habe ich die Dinger? Ah, da ist es. World Premiere. Oh Mann. World Premiere. World M und World R. Moment, das ist R, das ist L. LMR. So, Rudel lassen wir drin. Das Step könnte ich rauspacken, machen den Wolf wieder rein. Die Leute mögen den Wolf aus irgendeinem Grund. Wolf. Das da, das ist klasse, das sieht super aus. Gut. Gut. Na dann. Word von mir sollten gleich verfügbar sein. Capcom wird eh nur Resident Evil 4 zeigen. Ja, wer weiß. Ich würde nie vertrauen darauf, was irgendwo im Vorfeld gesagt wird, was die irgendwo nur zeigen werden. Die haben immer irgendwas in der Hinterhand. Bei den Game Awards und generell bei JFK, die haben sie immer irgendwas in der Hinterhand, was tatsächlich nur er weiß und vielleicht ein Mitarbeiter, der irgendwo auf den Knopf drücken muss. Und halt die Unternehmen. Deswegen, ich werde absolut vorsichtig, um zu sagen, von wegen, das wird sowieso nicht passieren, weil, ne? Ich meine, eine Sache, die wir wissen, was die, oh, 10 Minuten, eine Sache, die wir wissen, wo haben wir es denn hier? An Partnern, die dabei sind, kommen wir kurz auf die Webseite. Die Partner dieses Jahr, da sieht man, glaube ich, dass Nintendo nicht dabei ist. Ach, die haben doch Hojoverse da stehen, nicht mal MiHoYo. Haben sie geändert, super. Genau, 2K, Activision, Atlas, Bandai Namco. Könnte sein, dass Activision irgend so was Scheiß macht, wie von wegen, hey, Diablo Immortal, das wird aber echt böse enden. Bandai Namco, gibt zweimal anscheinend, komisch. Blobber Team, Capcom, Coffee Stain, Deep Silver, Digital Extremes, .emu, die haben wahrscheinlich irgendwie so ein Retro-Zeug neu aufgelegt. EA mit wahrscheinlich eventuell ihrem neuen Fußball, was kein FIFA ist, weil sie den Namen nicht bezahlen wollen, weil er lächerlich teuer ist. Epic Games, wir wissen, Fortnite und so Scheiß, ne? Focus Entertainment, Frost Giant, Tojoverse, Humble Bundle, Level Infinite, Mediatonic, Netflix aus irgendeinem fucking Grund, Niantic, Raw Fury, Samsung Gaming Hub, okay, Sega, Skybound, Strike and Disc, Studio MDHR, Sony, Square Enix ist da, das heißt, eventuell kriegen wir, boah, das wäre aber echt krass, 10 Minuten geht der Kram los. Eventuell, wenn Square Enix da ist, kriegen wir mit geringer Chance irgendwas zu Final Fantasy sehen. Entweder 16 oder 7.2. Würde mich nicht wundern, wenn sie 7 Remake 2 wirklich für die Summer Games aufgespart haben. Das wäre absolut brechend krass. Wobei ich das bezweifle, wenn sie das gleichzeitig machen würden mit 16, das wäre irgendwie komisch. Steam, da ist dabei. Triffest, Becker Wahl, keine Ahnung. Warner Bros. Ist dabei. Tribeca Festival. Warner Bros., das heißt, in der Regel geht es da um entweder neues Mortal Kombat, was allerdings relativ früh wäre, oder es geht um das Warner Bros. Fighting Game. Das hausinterne mit den ganzen eigenen Charakteren. Wonder People und Xbox.
Natürlich ist Xbox dabei. Natürlich ist Microsoft da. Genauso wie Sony da ist. Nur Nintendo ist nicht da, was sehr... Oh. What? Hat Nintendo nichts zu zeigen bei denen? Das ist echt... wow. Das ist komisch. Sehr, sehr komisch. Und gerade weil Nintendo nicht da ist, gehe ich stark davon aus, dass sie wirklich eine eigene Direct geplant haben für entweder Montag oder Dienstag. Vielleicht sogar Mittwoch erst. Nintendo würde von so einem Event wie die E3 eigentlich nie fernbleiben. Ich meine, sie bleiben dieses Jahr von der Gamescom fern, aber das ist auch ein Vor-Ort-Event, größtenteils. Sie könnten eine Direct noch führen, aber muss man schauen, ne? Das ist komisch. Sehr, sehr komisch. Aber ganzen upcoming Events noch. Yeah. Schön, da steht ja alles dran. Cool. Hier, Multiverse. Das Zeug. Warner Bros. Multiverses. Das wird wahrscheinlich gezeigt werden. Ein bisschen mehr. Ich meine, come on, Shaggy. Come on. Come on. Und Batman mit einem Bat-Sandwich? Bruh. Yeah. Ansonsten, was haben wir so Interessantes noch, was wir sehen können? Devolver Digital um Mitternacht, das ist ein bisschen arg krass von der Zeit. Xbox kommt am 12. PC Gaming Show ist direkt danach. Und Capcom halt am Montag, Dienstag. Abwarten, wie wo was noch kommt, ne? Bin sehr gespannt. Angeblich soll am 15. eigentlich weg. Ja, angeblich am Arsch. Angeblich sollte in den vergangenen 2 Jahren zigtausend Directs kommen. Jede Woche irgendwo 3 Stück oder so. Und es kam nix. Bis sie dann einen Direct gemacht haben, weil sie dann alle rumgemeckert haben und die Nintendo-Leute gesagt haben, okay, wir sollten langsam mal vielleicht doch eine Direct machen. Leute brauchen das irgendwo. Hat für 2 Jahre gedauert, bis Nintendo dann wirklich mal, ne? Yeah. Naja. Ah, ja. Die Musik ist chillig. Wieso steht da auf meinem OBS, dass ich live gehen kann, obwohl wir die ganze Zeit miteinander quatschen? Egal. Geht schon. Ja. 5 Minuten noch. Was tun? Letztes Jahr war es der 15.06. Es wäre sinnvoll, dass dieses Jahr dasselbe passiert. Wer weiß. Ich sag mal so viel. Wenn da was Interessantes passieren sollte, aus irgendeinem Grund, dann mache ich so ein Gesicht. Oder was Überraschendes. Aber, ich sag mal, das Gesicht mache ich, wenn Genshin angekündigt wird für die Switch. Ja. Ich meine, es wird mir nicht mal. Es wird mich massiv überraschen, wenn wirklich gar nichts für die Switch kommt. Irgendwo für Nintendo-Konsolen, was da gezeigt werden würde. Ich meine, Third Party kann machen, was sie wollen, was Ankündigungen angeht. Das ist ja nicht an Nintendo gebunden. Wäre also gut möglich, dass da was kommt, aber nichts Übergroßes. Aber was große Spiele angeht, da gibt es noch ein paar Titel, die halt groß im Raum stehen. Ich habe ja heute mal gefragt gehabt in Discord und auf Twitter, was wären denn so für Spiele, die ihr unbedingt sehen wollen würdet, die bekannt sind, aber wo seit langer Zeit nichts gezeigt worden ist. Und Nivi kam da auf Beyond Good and Evil 2. Ich erinnere mich bei Beyond Good and Evil 2, als der Trailer gezeigt worden ist, also wow, sieht das geil aus. Aber es war ein Trailer, klar. Ich meine, es war zur selben Zeit wie Cyberpunk damals. Wir wissen alle, wie Cyberpunk geendet ist. Hey Mo! Hey Mo! Willst du mit quatschen, Mann?
Willst du mit quatschen? Nintendo Switchy! Nintendo Switchy wirst du wahrscheinlich erst hören bei der Tokyo Game Show. Das dauert noch ein Stück. Leider. Hi René. Do it. Du bist im Urlaub. Ah. Von Samstag wieder. Oh. Hey, hast du einen guten Samstag ausgesucht zum Zurückkommen. Ich glaube, Samstag ist dieses Jahr nichts E3-mäßiges. Ich meine G3-mäßiges, weil es keine E3. So, 1,5 Minuten noch. Ich frag mich, ob der Michi rumkommt oder der Jeff gleich noch. Und alleine so die Game Awards, ich meine die Summer Game Show anzuschauen, ist irgendwo... Ne. Yeah. Schauen wir mal. Vielleicht lese ich mir in der Zwischenzeit mal hier Novitas Zeug durch. Versicherung. Fire Emblem Free Hops. Oh Gott. Mir war ein Hop schon genug. 3 Stück brauche ich nicht. Die G3 ist eh besser als die E3. Natürlich. Natürlich ist sie das. Wäre doch eine Schande, wenn nicht, Alter. Mo, was ist das eine Spiel, was du gerne sehen würdest bei diesem Event? Hallo. Wow, aber es war ganz schön knapp, Alter. Ich war ja mit Chris am Labern und wir sind jetzt dann zum Raid hin. Ah. Das erklärt's. Ganz genau, Bruder. Na dann, es geht los. Oh. Das Folgeprogramm hat Content, was manche Leute als beleidigend sehen könnten. Oh. Arme Popöschen. Animal Crossing für Sony, was? Hi, Jeff. Hallo. Chat, ist es laut genug oder soll ich lauter stellen? Aber es ist leise, ne? Be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is it's Mo weiß nicht, worauf er sich freuen würde. Wow. Whether you play on Xbox, Ich PC, fand's auch nicht PlayStation, persönlich Switch, völlig or ralle. mobile, will have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to Call of Duty, exciting new worlds, new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. Leute, ihr bringt jedes Jahr ein fucking Call of Duty raus. Stop it. Jetzt am Help. And even if you don't get every announcement that Wollen sie desire, aber diesmal let's face nicht. it, you're not going to get Sagst everything du? today. Er hat doch but we've gesagt, got die a haben lot Call of Duty. of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Hey, Capcom Street Fighter, in the way. arcade. Ever Golden. since, this legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. Na, welcher Charakter kommt? So, Street Fighter 6. Ah, You won't know what hit you. das ist geil. Let me have some fun. Let's get this mission started. Bro, hat der ein Bart, Alter. Der sieht aus wie so ein Bauer, Alter. Was ist denn das? This will be
Ich meine, es sieht vom Gameplay gut aus. Was trägt der denn für ein Bambus-Outfit? Nice. Oh, Vollbrecher geil. I'm just on another level. Erstmal schon die Kauleiste weggeballert. Die haben sich alle Bart transplantieren lassen. Ey, ohne Bart geht nicht, ohne Scheiß. Wir sind in 2022. Ich bitte dich. Ohne Bart geht nicht. Next, it's time for Der Einzige, der kein Bart hat, ist er. Babyface. Babyface. Check this out. What is this? Tantalus-Basis. Sergeant Leo Alvarez of the CM Leth Recon Squad. Warte, Bert ist hässlich. Mission was to enter What the Tampa fuck ist falsch mit dir? locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Glaub nie, dass es Metal Gear Solid ist. Ray didn't make it. Releases of One Piece. Willis, take the lead. Das sieht ein bisschen aus wie Alien, Alter. This ain't good. What we found was Oh ja. Als ob es a new kind of evil. And it found us first. What the? This Oh hi. wasn't human. Yep. Aliens. Alien. Yep. Ui. Das kam mir unerwartet. Ich hab sofort erkannt vom Stil. Ohne Scheiß. Das Alien gibt's auch nicht überall. Nee, ich meine die Schleimeffekte an den Wänden und so weiter. Da gibt's auch bei anderen Spielen. Hold that door, Sergeant! Son of a... Ich verpiss mich, bye! I don't know what I saw in there, What the bitch? but I know when I close my eyes, I still see it. Oh. Now everyone's dead. And someone needs to know. Ich glaube, ich bin kurz ein bisschen tot. Aliens. Dark Descent. Oh, schön. Da freue ich mich. What the fuck? Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Das sah aus wie so ein... That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Das sah Awards, aus we wie so ein revealed the Diablo-mäßiger Klon from the creative Klon-Zeug. forces behind the Dead Space What? franchise. Top-down. Today, I am thrilled to Why? get to show you the first raw gameplay alongside its Warum? creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Oh, toll. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life Oh, er ist tot. is entirely Oh, und der ist auch tot. in my hands.
I'm just trying to give you a chance. XCOM Maze Alien. Kommt hin. Ich glaube, das hatten wir schon gesehen gehabt. Das ist dieser Dead Space Neuverschnitt. Ekelhaft. I just love that last part. Lecker. Gives me chills every time. Death Stranding 4, was? Zombies in Games sind seit Jahren ausgelutscht. Was? Zombies in Videospielen sind seit Jahren ausgelutscht. Oh Gott, der hat sogar das Licht verloren. Welcome God to damn. your new home. Ich meine, seitdem... Hi. Oh, hi Jay. Wo's kommt? Also Zombies sind ausgelutscht seitdem, keine Ahnung, was ist es, Resident Evil 5 eigentlich schon. That's right. We know what you wanted to see. schaut euch den Joining me Stream now, an? Glenn YouTube. Schofield, striking distance. Ich schick den Glenn. Link. Genau. First Ja, of schick all, mal. congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Okay. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game. Der Typ sieht nicht aus wie ein Entwickler oder so, Alter, von einem Studio. Der sieht aus wie Bobby Kotick, Alter. Überall Ja. bling bling. You've amplified new games, new studios, and, Geldgeber und dann schön I just abkassieren. wanted to thank Mit you. I Goldkette really vor allem. appreciate it. Bruh. Thank you. It's not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And Ja, yeah, it's von so Weitem, fun to das do sieht these aus shows wie and to Bowser. show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? yeah, we Das got ist a das couple erste minutes Spiel grad of, nur, ne? like you said, like raw Das gameplay. zweite. It's two segments. Ah. in the Erste- first half of the game. One was is a ist das med bay, dritte schon? another one is Der a erste power war doch station, der Dings Street and you're gonna Fighter. Ja genau, sie haben see, Street Fighter haben sie geil offiziell new angekündigt. enemies, some brutality, Ja. Mit Gameplay some, sieht voll gut aus. just about everything. We Ah. were showcasing Das a zweite new, war jetzt ein weapon neues called the Alien-Spiel. Grip. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies. and it shoves Aber them into es giant ist fans, it ein rips them apart, it's great. And Top-Down-Shooter, then check out the, wo du denkst, es sieht the aus nice von oben wie ending we Diablo. have, where we, you know, we usually will kill Auch our main nicht character, verkehrt. Jacob, and Das ist in a very komisch. unique way. And, Ich frag mich, wie sie die Gruseleffekt just for a reinbringen second, wollen bei so I einem want to Ding. thank the team, man. Like you said, through Frag COVID, Diablo. through everything else, the dedication, the hard work. You guys are amazing. Manchmal kann man das so Thank gut you in very Akzent much. bringen. Über Diablo will ich gar nicht reden, Alter. What you Das guys muss ich are noch Geld shipping zahlen. this year, this looks like a world-class Hat's next Diablo gen 2 damals game. nicht gespielt? It's rare that teams are bringing something out like this year, and Du tust mir let's let the leid. footage Du speak hast for was Ich hab itself. Diablo Schofield, nicht einen striking Teil distance. von Here it gespielt. is, the first Aber gameplay of the Callisto Protocol. ich finde den Style ganz cool von Diablo insgesamt. Und das Setting. Nur ich frage mich, wie man mit einem Shooter irgendwo Gruselgefühl aufwecken will mit einem Diablo-Style-mäßigen. Das ist irgendwo komisch. Wow, für Next Gen ist es aber ganz schön verpixelt. Was für Lappen sind das denn, Alter? What the fuck? Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt Qualitätsfootage ist oder nicht. Ne? Die haben gesagt, es ist auf Next-Gen-Konsole aufgenommen. Was auch immer das heißen soll. Das kann alles heißen. Die können das auch capturen und alles in kleinerer Auflösung auch capturen. Also das ist auch möglich. Vom reinen Gameplay her ist das ziemlich Dead Space. Inklusive den Körperteilen abschießen, genau. Oh, geil. Gegner, die sich teleportieren so 5 Meter nach vorne. Super. Die ist auch, also, wenn man Alien Isolation gespielt hat zum Beispiel, ist es auch ähnlich.
das ist jetzt nicht Alien. Nee, nein, wenn man Alien Isolation gespielt hat, ist das ähnlich. Du meinst das Spiel? So, Ja. Alter. Isolation ist echt brechend brutal, Alter, was der große Faktor angeht. Until Dawn war auch richtig geil. Also Dawn war geil, ja. Ja, Until Dawn war auch geil. Meine Mutter hat das Spiel gefeiert wie Sau. Oh, Death. Oh, Death. Oh, jetzt hat er Rüstung. Damit nicht, dass er ein fucking Crafting Table ist. Sieht nämlich aus wie ein fucking Crafting Table in Dead Space 3 und der war Mist. Hopp, da ist einer gestorben. Boah, das sieht aber echt ruppig aus. Ich meine, klar, ist Entwicklung, aber von der Frame-Zahl sieht sehr ruppig aus. Und den Superpower, die er hat, mit dem Ranziehen und so weiter, ein bisschen Bioshock-mäßig. Oh, Alter, Frame Rate. Oh, er ist tot. Ja, der ist sowas an am Arsch. Oh. Ow. That just happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the VR, world dann so premiere sterben. of its Viel gameplay Spaß. with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Hat Beach doch to check Stil und in Charme. with Johanna Ferris, the Natürlich. head of Call of Duty. Gut. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare Ist es changed Ja klar, dass es everything. immer kommen musste. And on October Es ist 28, dann wie das we alte usher in a Modern new Warfare, era sagt mir, of dass Call es of wie das Duty alte Modern with the launch Warfare of ist. Es ist wie das alte Modern Warfare, aber es ist wieder We are funktionieren wie back. Warcraft 3 reforged. Ja, die haben ja Modern Warfare. Nee, die haben Modern Warfare Gaz, 2 nicht Soap, als Alejandro, Multiplayer rausgebracht, and of als course, Remake. Ghost. Ich meine We Remaster. needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way. Inspired by the world we're Gut, dass about ich to kein enter. Call of Duty Spieler bin. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just Ich meine, hin und wieder ist es auch mal Here nicht schlecht, mal is die Modern solche Spiele Warfare mal zu 2. spielen, ne? Einfach mal ein bisschen Einblick zu haben. Och ja, ab und zu, ja, aber... Oh, ich weiß nicht, ich sehe jedes Jahr nur neues Call of Duty, neues Call of Duty, neues Call of Duty. Das ist aber Deswegen, leider, boah. das ist aber leider tatsächlich deren Marke so. Ja, das ist wie FIFA, ist doch kompletter Scheiß. Mach doch mal ein Jahr Pause, bring mal ein originell tolles Spiel raus. Das mit FIFA ist aber auch so ein. FIFA existiert ja nicht mehr. FIFA existiert nicht mehr? Nein, Nein, die hat haben keinen keinen Bock, die neuen Namensrechte zu bezahlen. Das heißt irgendwo 2 Billionen oder so was. Ah ja, stimmt, da war ja was. Die haben Ja, sich total verkracht damit, weil sie jetzt nicht mal mitmachen wollten. Stattdessen nehmen sie FIFA und machen einen neuen Namen drauf. Aber bei Call of Duty muss man auch sagen, es sind 3 Entwicklerstudios, ne? Und die teilen sich halt nur an. Das Einzige, was nur herausgibt, ist halt nur der Name, ne? Das kann ein völlig anderer Shooter sein auch. Deswegen kommt auch jedes Jahr die mal einen ein Call machen of die Duty ganzen raus. Modern Warfare Dinger und dann kommen da die anderen, die machen dieses ganze Warzone Zeug und da hast du noch das dritte, die machen diese komische historische Scheiße, die aber absolut keiner mag. Ja, die eine Black Ops Fraktion, die andere Modern Warfare Ja, stimmt, Fraktion. Black Ops sind auch noch. Ja, Black Ops und World at War haben sich ja damals ja alles geteilt. Black Ops ist ja echt groß geworden als als Haupttitel, deswegen haben sowohl Black Ops auch weiter verkauft. Ja, es sieht halt wie typisch Call of Duty aus, ne? Nichts Spannendes. Das FIFA-Spiel soll EA Sports FC heißen. Alles klar. Noch schlimmer. Also ganz ehrlich, wenn Call of Duty immer mit ihren Singleplayer da rumprallt, interessiert das kein Schwein. Die denken, Leute interessieren sich für den Singleplayer von diesem Spiel. Der ist absolute Rotze jedes Mal. Du kannst durch die meisten Fragmente des Spiels kannst aber durchbrettern und einfach nur genug ziehen und gewinnen. Das ist halt der Irrsinn. Für Call of Duty. Die Story in Black Ops fand ich immer geil. Die Story selbst in Black Ops war auch nicht verkehrt, das stimmt. Aber sonst interessiert sich auch niemand richtig für den. Das ist halt so ein Nischenprodukt, sagen wir mal, der Singleplayer. Aber der Hauptaugenmerk ist tatsächlich nur Multiplayer. Das ist echt schlimm.
Oh, der Typ ist tot. Bang. Ja, die sind aus toll. Wir schicken eine Person rein, die wird dann abgeschossen und dann flashen wir erst. Wow, ist er Tell. Der sieht aus, als würde er das erste Mal Call of Duty spielen, ey. Also wirklich das erste Mal. Aufgenommen auf der PlayStation 5, würde ich mal sagen. Meinst du? Oh, ja, wird wohl so sein. Also, nichts gegen was ein Aim, Alter. Also nichts gegen PC-Spiele und deren Qualität, aber ich glaube auch kaum, dass solche Spiele vom Computer gecaptured werden. Das glaube ich halt einfach nicht. Schwierig, sag ich mal. Ja. Microsoft hat Gerade weil aktuell die Next-Gen-Konsole eigentlich vom Spektrum her, von Leistung und Grafikspektrum her aktuell ziemlich weit oben ist, will man das halt auch gar nicht. Und das für einen geringen geringen Preis, ne? Oder Bearbeitungskosten. Das ist halt so. Ich finde super, wie der Clear callt, wenn er nicht mal um die Ecken schauen kann. Das ist bei Call of Duty doch immer so, Mann. Ist total dumm, Alter. Die sagen Clear und dann im nächsten Moment sterben alle. Warum machen sie nicht mal so eine Scheiße? Und bitte lass den Container explodieren, Alter, ohne Scheiß. Oh, wie nett. Oh, wie praktisch, genau darunter ist das Boot. Natürlich. Macht Sinn. Nee, I don't think I will. Grandios, die haben das Boot gecrashed. Ihr seid solche Helden. Ja, nicht das erste Mal, dass es so passiert. Wie war die Line von Fast and Furious 8? Denkst du, das wird ein Streetfight? Da hast du verdammt recht. Die Grafik spielt sieht gut aus. Ja. Naja, Grafik kannst du enorm hochschrauben, indem du alles außenrum ausblendest. Hier hast du ja außenrum nur Nebel, da hast du einfach gar nichts. Da kannst du die im Spiel Dinge jetzt hochschrauben, wie du magst. Weißt du, warum die Grafik von Call of Duty einfach gut aussieht? Weil es einfach schlicht ist. Es ist schlicht ohne große ohne große Rendereinheit. Ja, du brauchst nicht groß auf Grafik setzen irgendwo. Du brauchst keine großen Details. Deswegen, also die größten Details liegen in den Waffen. Ja, auch das Umfeld, aber die Sache ist halt, die nutzen ja halt einfache Technologien dafür. Das ist ja noch nicht mal Unreal Engine 5 oder sowas, das ist ja das ist ja deren eigenproprietierendes, sagen wir mal, System, was sie ja benutzen, beziehungsweise eigenes Tool, wofür sie ja eigentlich immer werben, zumal das eigentlich sogar multiplayer-freundlich sein soll, das heißt, nicht zu viel Aufwand, ja. Es ist halt einfach schlicht. Die Menschen sehen total gut animiert aus. Naja, das Animieren von Charakteren ist nicht ja das man irgendwo viel wegnimmt oder so. Es ist tatsächlich eher die Details in Objekten beispielsweise. Ich sag's mal so, es sieht schon so weit gut aus, dass es wirklich... Ey, komm mal, warum killst du den? Der ist gerade weggespült worden von der Welle, Alter. Die neue der ist total nass gewesen, das ist unfair. Welle. Der Gebirges. Man muss sich immer jeden Vorteil verschaffen, ne? Auch wenn es richtig mies ist. Wozu sprengen die Tür? Das hat eine... Ja, wozu sprengen die eine Tür? Weil die zu ist.
Wer sagt das? Sie ist nicht zugewiesen, hat man nicht gesehen. Weil Kabum Spaß macht. Ich wette, er heißt Rico. Oh, er war... 28. Oktober ist echt... Ist nicht meins. Nein, war Spaß. That's what we're talking about. Nee, And ich werde joining mir us now, up den from Long Multiplayer Beach, mal Johanna, reinziehen. great to see Die you. Hey, da ist Voll für die Luigi. Great, thanks. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So Meine, we saw the first als gameplay. That Luigi. extended sequence looks incredible. Jeff, Like tell us a Man bit about that kennt den mission. Preis Where's that wieder set und in the den game? What are we Goose. seeing there? Absolutely. So, first Die of all, Modelle hier besitzen we're really ordentliches excited to Gewicht. welcome Merkt back, man die Schwere. Captain John Price Gemüse. Ja. Gaz Garrick. Gemüse. You know, they're not actually in what we just saw Jeff. today, but they're Der Typ returning sieht members high from aus, 141, Alter, and ohne the other two Scheiß. characters that Er ist auf were, you Drogen, may irgend recognize sowas. from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish. And then a couple other new Warum hat er characters. so eine in here riesige that Mütze we're really auf? Was ist mit dir excited, that we falsch? got to, Ich create hoffe for mal, this game. also ich rate einfach mal, er spielt sich nicht wie Commander das Philip alte Graves Call of Duty and, Modern Warfare Mexican Special 2. Forces. Das stimmt nicht, Alter. Also ich Das ist schon die finde, neueren. ich fand das neue Call of Duty Modern Warfare spielt sich auch eher wie die alten Teile. Ja, wir müssen das mal sehen, wenn da wenn es die alten, wenn das alte System dann noch bewährt ist, wie bei Black Ops oder wie bei Modern Warfare 1, dann Deswegen, ich hab ja das neue Modern Warfare und das finde ich auch übelst gut. Das ist einfach nur gechillt. And you know, you saw the wind and Ich muss echt mal raus, Alter, durchziehen, Mann. Wow. Er sieht halt aus wie so ein typischer E-Zigarettenraucher. So ein Raper? Ja, wie so Veganer irgendwo. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait that I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. Also, geil wird gezeigt, Aliens wird gezeigt, das ist eine komische Kalypso, oder wie das heißt. But it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across 25 Minuten ist nicht gerade viel. Going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. Das Team Calypto, was auch immer. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam. Warzone kommt auf just a big Mobile? moment, What? and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Würde mich tatsächlich wundern, fast jedes Battle Royale Spiel, Ja, natürlich was kommt Crossplay fähig ist. Natürlich sieht das Potenzial, da Geld mitzumachen. Ich meine, PUBG Mobile geht ja halt richtig steil. Immer noch. Some chatter about maybe seeing high rise and other elements, but Wie lange geht das Game we'll get fest? into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern 3 Warfare Stunden 2 vielleicht? universe. 2,5? So all the more reason why we think this game, Also eine typische this Game moment Awards is such an Veranstaltung important, quasi, nur halt title ohne for all Preise. of us looking ahead. And Sehr viel like we Gelabere, said, sehr we're viel having a bold Blabla. vision around the entire future for the franchise. So we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna. Wie lange war jetzt eigentlich die ganze Präsentation von Call of Duty, bitte? 15 Minuten. Jesus. Ja, war ja auch Gameplay-Footage dabei. Zu erwarten. So I'm honored to share this very first look. Well, first look, World Premiere, poste die Emoji. Microdicks. Ach du Scheiße. Nee. Das sagt mir was. Das sieht aus wie ein richtig altes Prince of Persia Game. Ich wollte sagen, es hat dieselben Dinge benutzt wie Prince of Persia damals. Mit den Motion Capture und dann Animationen drüber packen. Ich würde aber jetzt raten, vielleicht könnte es
Das ist kein Prince of Morbius Persia, sein? Alter. Vielleicht Morbius, wer weiß. Flashback 2. Das ist auch toll. Für die Switch. Das Ding davon sieht aus wie eine Xbox. Hm. All right, let's turn back time. Back I don't in know. 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost Witchfire. 5 years later, I am so excited. The team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this Ich habe dark keine fantasy Ahnung. first-person Gibt ja shooter diesen bescheuerten Trend, for alte early Franchises access wieder soon. aus dem I am Grab zu so holen, excited die to eigentlich play tot this. bleiben I bet sollten. you will be too after you see Weiß ich this. nicht. Ich habe das erste nie gespielt. Kann auch gut sein. Ja. Aber alte Klassiker lässt man tot. Sondern lässt sie einfach ruhen. Macht da keinen zweiten Teil draus, macht die ganze Franchise kaputt damit. Nur um schnelles Geld zu machen wegen dem Namen. Oh, das sieht nice aus. Punk. Vorweggepunkt. The fuck? Und das ist Gameplay, wie man sich es vorstellen würde, wie es aussehen sollte, hätte man bei Darksiders nicht irgendwo alle Spiele irgendwo komisch gestaltet, sondern wer dem treu geblieben hätte, den dritten Reiter gemacht, so. Ist Darksiders nicht ein Hack and Slay? Wollte gerade sagen. Der erste, der zweite und dann der dritte ist irgendwo komisch. Der dritte ist Hack'n'Slay, Schrägstrich sowas wie Zelda. Zelda? Ja. Ja. Nicht eher Diablo. Nee. Diablo. Du meinst den Vierer, Junge, der ist wie Diablo. Der Vierer ist wie Diablo? Ja, das Darksiders Genesis. Ja, Genesis, ja. Ja, das ist der Vierer. Ah. Der dritte ist der mit Wut, hier mit der Ollen, mit der Peitsche. Ich meine den vierten Reiter. Ja, den meinst der du ist mit Pistolen und so weiter unterwegs. Ja, mit Strife. Ja. Bei dem wäre das Gameplay da passender gewesen. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio Meine doch. in Europe, starring Die hätten some auch so eine very Art familiar Judge of names. Sabers bauen können. Enjoy this world premiere new game announcement. Will man das? Auf den Persona, ne? Officer Taylor, Medley, Was kommt denn jetzt halt? 29. Und vorne lief. Today, I can't believe what I saw. Wer hat da ein Blatt fallen lassen? Turned a new leaf. Solis, everything okay in there? Schon wieder ein Space Grusel Shooter oder was wird das? Oh, er ist tot. You dead. Oh. Oder wie war dieser Meme? Hello? Something's going on here. Ah, ach, was du nicht sagst. I need to find out what it is. Okay. Ui, ein PC-Spiel. That's something brand new, and look who it is. Das kommt so überraschend. Troy and Roger Brandneu. in Wie sollen wir person. damit nur Guys, umgehen? this is so fun. The fact that you're working on Hattet a ihr eigentlich game das gesehen, was together. Among Us What a gepostet hat? cool team Was up. denn? Welcome to the show. Die haben I gotta ask you guys, die who are Among your Us characters in this game? Crewmates in Fortnite als Rucksäcke. Waren total stolz drauf. Wow, wir sind auf Fortnite drauf. Ja, voll schlimm, Alter. The battle we've been Ich meine, waiting es to wäre see. cool, hätten sie irgendwo so Kill-Animationen Oh, wie man, in we can't wait Among to show Us. you what we're Ja, working wenn on. jemand By the way, irgendwo Jeff, snackst mit this dem Messer is oder so ein awesome, Scheiß, man. ja. It's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that Aber you're in naja. another game. I mean, it's feeling this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while, and I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer. Ich hoffe, dass der Interview nicht zu lang geht. Ich muss mal pissen.
His job is Oh, to geh make sure ruhig. the equipment breaks down while it's on their Die graveyard labern wieder shift. 5 Minuten. Graveyard shift meaning Lass laufen. Mars and ey. Earth are really far apart from Hol dir each eine other Flasche. and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask, Das sind keine I think a lot of people Rucksäcke, see das this sind thing and they'll Fasssäcke. probably wonder, Oh. you know, it's a new team, right? Wie der eine schon schreibt, da bei dem einen im Chat vor, wen kann ich nicht, sorry, interessiert mich nicht. I'm curious, like, Ja. how did you guys get Die Leute attached sind to so this? Tell us a bit doof. about the background. Die Leute sind so gemein, aber zumindest sind sie ehrlich. Oh mein Die Gott, wollen, was die wollen Neues. nur die Announcements und nicht groß die Story außenrum. Und kann man es verübeln? Ja, finde ich eigentlich schon. Ich meine, es ist respektlos den Devs gegenüber, klar. Aber wenn dich das Spiel generell nicht interessiert, dann who cares? Wenn sie ein Spiel, das wir noch nie gesehen haben, worüber wollen sie wissen, ob es sie interessiert? Anhand des Trailers. 3 meisten Leute als Wenn Leute jetzt schon rumjammern, dann Ich kann meine, man guck sie... mal, was wir bisher gesehen haben. Street Fighter? Shooter. Ich hab schon immer so viele Shooter. Ja. New studio, Die brand Leute new brauchen halt energy, and irgendwas, of course, um anderen in die Fresse zu ballern. Zumal the die privilege meisten to Shooter get schon to als see this Action-Game guy and gilt, wo watch ich mir him in auch denke, action. I know I love to work. Naja. The challenges, Ja, das ist all halt the irgendwie new innovations that this dieses medium provides to Pseudo-Ding halt, performers. ne? We can't wait to show you what we've been working Zumal ich dir It's gonna not- definitiv I guess sage, I've ein seen some Shooter, behind the scenes and the performance für einen capture, Shooter Unreal braucht es nicht Engine lange 5. I mean, this durchzuspielen. Looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint Das about ist the normal. gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be Der hat ihn dann exploring, gesagt. we're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, However. if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game. Der Typ will ganz einfach sagen, der kommt zu gar nichts. Performance capture aspect, we brought in an incredible Arme Sau. shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want Das ist to das Beste know an the diesen story ganzen of this fight. Shows von And Geoff so Keighley ist, Roger and I sat down. We said, die ganzen "These are where our Meme-Zusammenschnitte im characters are." And he Nachhinein. goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was Man like weiß genau, was die a Leute recovery über den program. It was Typen 12 steps. zusammenschneiden And he werden. walked us Immer through wenn er was this sagen will, da schon incredible wieder. Fight. And about halfway through it, I started tuning him out, and I was like, Are you "No, okay?" you know, I've got no ego about this, but I can do a lot of things. Shit, But Alter. I can't do this." And he grabbed me by my shoulders and he says, "Oh, you can, you will, and it's going to be glorious." And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, We're big, excited big about it, stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All Guck, right, wie er appreciate it grinst. very much, Ja, guys. ist All niedlich, right. ne? Well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to Gordon. debut it. Ach, schon wieder ein Weltraumspiel. What the hell? Unendliche Welten, der Weltraum. Hat ein Fisch. Das ist Endwalker. Dun, 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 dun. Ah, Darth Ember und irgendein Scheiß. Oh, toll. Das sieht verdammt realistisch aus. Fading Light. Wenn man nicht wüsste, dass es ein Spiel ist, dann würde man sagen, das ist echt. Aua. Das ist ein Roboter. Oh, hi. What the fuck? Das ist Five Nights at Freddy's in Space, Alter. Space Dandy, Cosy ist Dandy in Space.
Das könnte ohne Scheiß interessant sein. Wie scrollt der mal runter? Du kannst es vorbei, du kannst es Doesn't that hochscrollen. look great? That was routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Das ist vor über Now it's 10 time to Jahren check in with angekündigt a worden, das very Spiel, bro. special guest who's been in his fair share of Ist das video später als games, nie, I including guess. most recently Sag das nicht, Alter. Duke Nukem lässt grüßen. Dwayne Johnson. No, nee, du, welcome lass to Summer mal. Game Fest. I got How are you? balls of steel. What's up, everybody? Hey. What's up, Jeff? Ey, es ist wirklich ein Volcom. Summer Game Fest Oh. audiences Zünde live den streaming Mond. right now around the world and everybody inside the epic IMAX WWE Game. Dwayne Johnson here coming at you from my Iron Digga, warum bist du nackig? the very hot Er ist doch nicht and nackig. sweaty Lass ihn doch. and Er hat nichts zu smelly verbergen. Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy. The Bruh, Schleichwerbung. Ich wollte gerade sagen, You Schleichwerbung. guys know me by a lot of nicknames. The Rock. Der hat aber den gleichen Namen wie du. Also bitte. Uncle Handsome, sexiest man alive. Sexiest Man Alive? Big Drink Energy. Nein. Was? Hat er wirklich so einen Titel? Warum ist das Leute nennen ihn Warum ist der Dwayne The Rock Johnson? Greatest and most electrifying surprise. Vielleicht nach Keanu Reeves wäre auch ein Glück hat's, ich würde raten, scroll wieder runter. Das ist nicht jugendfrei. Oh, now he's hot. Er wird einen echt guten Thaddeus abgeben in dem Real-Life-Film. Was? Was? Er hat die Kopfform. Das ist doch egal. Bescheuert. Wieso? Als handsome Thaddeus würde er ganz klar durchgehen. Nein. Ja, sicher. Nein. Ja, sicher. Alter Fotzen. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest voll an seine differences englische is Stimme nicht Superman's gewöhnt. weakness is magic, and Black Adam's one of his superpowers is magic. So you do the math. Für die Deutsche klingt viel männlicher. October 21st, I cannot wait for you guys to see Die wählen halt die Black Adam deutschen Stimmen halt echt immer around the gut world aus für in die. theaters only. And you Ja, guys muss man will echt finally sagen. see the hierarchy of power in the DC Johnny Depp im Deutschen ist auch echt. Also, neben seiner Stimme. Ui. Meinst du jetzt die alte oder die neue? Die alte. Ach, die neue sogar lieber. Also die ab Flugzeug Karibik 4. Ja? Ja, Als Man in Black? Ich weiß nicht, bin ich nicht gewöhnt. Die neue. Ich kannte die halt schon, weil ich dieselbe war wie Kingdom Hearts 2. Digga, wieso kriegen wir 5 Minuten von dem Typen, der die ganze Zeit seine Kamera hält? Junge. Weil die Kamera für ihn zu halten nichts anderes als wie bei uns ein kleiner Löffel. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. Ein I was a slave until I DC-Film. died. Then I was reborn a god. Das ist irgendwie der erste Film mit The Rock wohl als DC-Film. Weiß ich. I kneel before no one. Nett. You can be the destroyer of this world. Also da pissig. Be a savior. Ja, im DC-Film. Irgendwie passt das zusammen so. Ah ja, stimmt, Black Adam, da war ja was. Der Scheiß auch noch kommt. Did he just catch a rocket? Ups. Black Adam. Warum ist er schwarz? Ja. Outrider. Outriders. Was spielen noch Leute? Ja, tatsächlich. Wow. Ja, irgendwo wird es immer einen MMO-Shooter geben, was einen favorisieren und die immer weiterspielen. Ne? Auch weil das kein Content so ziemlich mehr hat. Wow. Ja, jetzt hat es ja bald einen. Toll. Das ist wie bei Destiny 1 damals. Stream weg. Ah, nee, doch nicht. Bei dir ist weg oder was? Oh no.
Wem's gefällt. Switch-Spiel? Wird. Also sind wahrscheinlich nur wir ganz viele Indies, ne? Nevermind. Das ist auch so ein Spiel, was so untypisch Square Enix ist. Welches? Outriders. Ist das ein Square Enix-Spiel? Ja. What the fuck? Sunbreak! Geil! Man mag das Fall Guys. Ei. So wenig Effort für Nintendo Switch. Das hat echt lang gedauert, bis das auf die Switch kommt, ohne Scheiß. Der Fall Guys. Was? Po-Geister? Fall Guys ist ja jetzt kostenlos, ne? Ist es? Ja. Wurde auch Zeit. Die wurden von Epic Games aufgekauft. Ah. Ist aber verdient. Ist auch jetzt Crossplay-fähig, wie sie es haben wollten. Dieser Trailer, Alter. Ab der 21.06. erst. Ist das dann nicht irgendwo, genau, irgendwo 2 Jahre oder 3 Jahre, bis es draußen kam zum ersten Mal? Ich glaube. That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Das Fall Guys Takeshis for free Castle starting June 21st der across ganzen all Spiele platforms, so. including Nintendo Und der Switch, Vergleich ist nicht mit Xbox, Takeshis PC, Castle, and also PlayStation. Schande über den All Haupt. right, back to another ist new es doch game announcement. eigentlich We're gonna nur. announce a Sagen die meisten eigentlich. universe from a new team of legendary Also Takeshis Fall Guys Castle ist war einfach- episch und legendär. Und das ist einfach nur so, Ist halt ein Minigame nach Ausscheidungsverfahren, wie Takeshis Castle halt. Mehr ist es doch nicht. Das ist auch nicht. Deswegen. Und wir haben das auch immer als Takeshi Castle-Klon gesehen, also ganz ehrlich. Ja. Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for What this? extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Now we're talking. Command, I may be onto something. Ein Schild. Hurra! Repeat, I have it. Mission accomplished. Weiß nicht, das mit dem Kristall sah erstmal aus wie irgendwo bei Dead Space. Also es ist irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe. So grandios ist es Diablo-Klon. Lass mich raten, das ist irgend so ein Overwatch-Ding. Keine Ahnung, was das sein soll, aber es sieht teilweise interessant aus, als es irgendwie ist. Das ist auf jeden Fall ein Diva-Verschnitt. Was auch immer. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. Was the fuck ist das? And hell's coming with it. Okay.
Stormgate. Okay. Boah, Alter, selbst der Trailer leckt wie Sau. Was ist denn das? Warte mal. Für eine Beta registrieren fürs nächste Jahr? There you have it, Tim. Congratulations. What the fuck? Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? RTS? Stormgates Wirklich? are portals that open during a massive solar storm Damn. that unleash the infernal host on future Earth. Okay. Oh, toll. And we saw some hints of some. I mean, Zukünftige Erde ist gefickt. Super. StarCraft, everyone wants to know about races. Tell us about the size. Sowas kommt in den besten Familien vor. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, where do you want to push the RTS genres? We've all loved for decades. Das lieben wir alle bei den Game Awards und generell seinen I know you're Shows. going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay. So viel Gelaber. Any sense of what you want to do for the gameplay? Game ist halt tatsächlich. Absolutely. Halt the first thing I want to say Game is Show we are so. very consciously trying to Eine stay Game Show hat true to wenigstens what spaßige players Elemente already drin. love about RTS. Ja, das kommt vielleicht alles where noch. we're really trying to push the Doubt genre it. and I be doubt innovative. it. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but Das ist no halt so pay to diese, win, no weiß ich, die NFTs, typische nothing like E3. that, just to lower that Nee, barrier die to typische entry E3 for ist players in. durchballern, But we're durchballern, also Content, really Content, trying to Content, be a lot Content. more social. Ja, Mit wurde ja aber auch minimal gequatscht, aber das hier ist ja Trailer der Arschlange, sondern langes Gerede. Sei froh, dass die Trailer lang sind. So einen 5-Sekunden-Trailer würde ich auch nicht sehen wollen. Also still got 1v1 competitive. Und da wird auch bei der E3 ständig gelabert. Work in progress images from the Bei game. jedem Kack-Trailer Yeah, these are irgendwo. Also still nicht bei very jedem, much aber still, fast being jedem. worked on, but some shots of actual assets Ja, that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. And Unreal Engine 2023, you 5? said for the beta, so people can sign up now, get ready. And I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Ich wusste, ich habe den Namen schon mal gehört irgendwo. Awesome. All right, StarCraft Stormgate, keep an eye out for it. Ja, Now it's ja, time for die haben sie another abgesplittet in-game von announcement that I'm excited to share with you. Blizzard damals. Check this one out. Ja, wer hätte gedacht? Nee, aber das ist auch einer der Gründe, warum sie zum Teufel kein StarCraft mehr machen. Den Leute nicht dafür. Authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. The world ended on a sunny day. Cool. Zumindest nicht überfroren mit irgendwo Eis. Ich frag mich, wie so ein Motorboot hält, ey. Gar nicht. Der eine, der zeichnet nach einem Metal Gear Solid 1 Remake. Oh Gottes Willen, die haben echt alle Träume. Die dürfen hoffen, Alter. Die sollen hoffen. Was sollen sie da? Water. Ach ja, laut Gamescom sollen 120 Aussteller schon dazu gesagt haben. 120? Ja. Hast du ein Ticket schon, Jay? Ich kann es mir gerade nicht leisten, tatsächlich. Hier, Chris hat es mir vorgestreckt. Und meine Mutter halt nicht da ist, die ist ja in Reha. Was da incoming, ja. Gott, das Ahrtal. Ich habe meine Camp-Tickets, ich habe meine Gamescom-Tickets, ich bin glücklich. Ja. Muss noch irgendwie ein verficktes Dienstag-Ticket kriegen, aber das schaffe ich sowieso nicht. Machst du den Camp oder für wann? Nee, für den Presse, der Dings, der Fachbesucher.
Ich dachte, der wäre American Mittwoch. Arcadia, Also, where der you Mittwoch play ist doch mir Trevor, egal. whose life is being televised with the viewing population constantly voting eher am you Montag up schon or da. down. When you become So. unpopular, you need to Weil start Camp und running so. for your life. Wenn Urlaub this dann out. klappt, Was? dann werde ich auch ein volles Programm haben. Du bist eine Fernsehshow und wenn Leute dir nicht mehr gefallen und dich abschalten, dann muss man mit Leben rennen. Das klingt wie Fernsehen. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a American reality. Arcadia. And that city Bro, Alter, dieser Fallout-PC. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Cool, Amazon-Drohnen. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Heißt, cool, keine Nase. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Alter. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Nett. Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Ach, ein Steam-Game. Okay, ich dachte, das wäre auch ein Konsolengame. Na, sowas kommt normalerweise immer auf PC. Es sieht aber interessant aus, das muss ich zugeben. Interessant, ich fand's langweilig. Ja, aber du langweilig findest, finde ich interessant. Was du scheiß fest finden wir interessant. Ja. So. Gott, Epic Games. Hast du gegen Epic Games? Frag nicht. Das ist was. Ist das ein Tennisspiel, Alter? The fuck? Gut. Ja, riech mal an den Achseln, Ah, Alter. ja sicher, Alter. Hm. Du siehst aus wie fucking Johnny Depp, Alter. Bist du sicher, dass es ein Tennis-Game ist? Nee. Ich gehe jetzt noch von aus wegen den Klamotten. Der eine will Dreamcast 2. Oh, nee. Wie nennt sich das Spiel? Goat Simulator? Och nö. Das ist ja realer Irrsinn, Alter. Nein, nein, das hauen sie jetzt nicht wirklich raus. Oh nein. Das Goat Simulator MMORPG. Ew. Oh nein, ich habe ein ungutes Gefühl. Bitte sag nicht. Simulator 3. Ey, ich fand den ersten Film pur lustig, ja. Zweiten habe ich nie gespielt, aber ich wusste nicht, Ey, wie rotzig ist das denn? Das ist der Trailer von Dead Island 2, hat es einfach mit Goat Simulator nachgebaut. Das ist der Trailer von Dead Island 2, wo der Typ auch so einfach durch die Gegend joggen, alle werden von Zombies gefressen, er checkt das nicht. Warum? Warum? PC Games hat sogar noch geschrieben, ganz gehässig, Dead Island, Fragezeichen. Diese Hurensöhne, Alter. Das ist eine coole Anspielung. Warum So. haben die Dead Island nachgebaut? Oh nö, ey. Oh, ist das Master of Puppets? Midnight Suns. Nee, die Musik meine ich. Ist das Master of Puppets? Irgendwas Metallica stand dran, keine Ahnung. Ja, das ist Master of Puppets, ja. Die führen wohl Metallica-Musik wohl in den Spielen ein. Finde ich richtig geil. Lecker. Also, letztes Mal war es doch Enter Sandman, ne?
Mother won't hurt you. Mami ist die ganz nette. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Ich muss sagen, die Outfits von den Charakteren sind halt echt klasse. Nur Spider-Man sieht wie immer scheiße aus. So denn wie immer. Das hat was auf jeden Fall. Nett. Master! What the fuck? Cool. Ein böser Hulk? Cool. Scheiße, wie sieht der denn aus? Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. Ah. Oh That was Gott. Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful Hey, world Jeff. of Cuphead, the delicious last course. Ja, And bitte. Can you believe it? We're only a Ich hörte, wir couple machen weeks wieder ein away Rennen. from playing the delicious last Ein course Rennen? DLC. You see how they did that for Cuphead. Cuphead? Joining me now is Maya Maldenhauer Nein. from Studio MDHR. Hat er First of keinen all, Bock mehr. Maya, it's really coming. It's really coming June 30th on all kommst du major jetzt platforms. darauf? We are thrilled. Ach so, nur weil I'm sie so das thrilled, too, Cuphead DLC that, gerade I so think mal all the fans thematisieren. can't believe that this is here, and I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week. Bei mir läuft gerade immer auch dieses Marvel-Spiel. People are not Ah, gonna dann be spul mal ready vor, for mein how Freund. amazing this looks and the Ich backgrounds, schaue what gerade you guys have done. I was feel für einen like Stream hast you've du. amped up, Ich weiß obviously, nicht the mal, was für einen gameplay. Stream du It's difficult, schaust. as we Ein would expect, YouTube-Stream. but the visual look, Ja, you ich guys auch, keep über it vom even to the next PC-Games level as halt. possible. Yeah, we Ach absolutely did. I so, think schaust du the nicht den point one thing richtigen that we're Stream proud von of der Game is Awards? because we really honed Ich habe our einfach nur craft eingegeben to take auf everything to the next bei der level, Suche from und habe das Beste animation, the gefunden, was mir backgrounds, angezeigt the wurde. music, gameplay design, and of course our new playable character. Kann Miss ich mal Chalice. I'm machen. very Ich hab's dir proud gerade of her. geschickt. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead. Gary hat auch schon mal gestreamt. Ich It will is, Gary it gar is, nicht definitely. erleben, wenn er Just Cuphead get on the spielt. island, Ohne and there Scheiß. you are off to this new, Ich wundere mich schon, wie der Elden Ring durchbekommen Yeah, hat. it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily to have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's Mhm. brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place Oh, in toll, an neuer icy Boss. arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Mike. Dann analysieren wir mal den Boss. Und schauen, wie wir den besiegen muss. Das ist ein Geier, es ist ein Schneemann. Ach du Scheiße. Oh, das sieht Cuphead lustig aus. Ich habe Cuphead für die PS4 tatsächlich. Cuphead ist ein gutes Spiel. Ja. Ist halt wie Contra. Das ist wie Contra, sagt. Ist doch so ein Shoot'em Up halt. so ein Side-Scroll Shoot'em Up. Nur in diesem komischen Comic-Stil halt, ne? Damn, die Reaktionszeit von dem ist aber der Hammer, Alter. Ich glaube nicht, dass er selber gespielt hat. Bestimmt Taskbot oder so ein Kram. Nein, entweder. Oder das ist halt einfach automatisiert. Ja, ein Taskbot halt. Now, if you want even Nein, more Cuphead ich meine, dass and die who Skills doesn't, oder das, tomorrow was we er will show you einsetzt, an wirklich exclusive automatisch look eingesetzt at wird, wenn Season irgendwas 2 of the passieren Cuphead sollte. Show, So. when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show Ah ja, stimmt, and game Cuphead gibt's ja jetzt auf announcements. It Netflix. streams at 10 a.m. Pacific, Ja, die 1 Serie ist p.m. Müll. Eastern. Serie. And that's not all. There's more Summer Game Fest Ja, all Tablet-Spiele weekend sind long. rein Coming gar up nichts next zu is the tun. Day of the Devs Indie Gary Showcase, war ziemlich in Rage Live ab Ape und in an. Double Fine, then Devolver's Ja. Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, Ich weiß noch, als after ich ihn auf Geek Week, there is dem the Japan-Tag Epic Games Store gestreamt habe Showcase mit at meinem 11 a.m. Pacific, 2 Pokémon-Team. p.m. Eastern, with news Boah, on da Rocket hat er League richtig and the ausgeflippt, Tribeca ey. Games Showcase.
And Sunday, don't miss the Xbox Warum and denn Bethesda nur? Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting Will ich's news mir for ansehen? Nintendo Ich Switch and weiß nicht. PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Okay, cool. Sachen schletzen. Nice. Ach, das Spiel. Ach ja, das Spiel war ja für PC und Switch, ja, ne? Ja. Ich sah ja ganz cool aus, muss ich ja gestehen. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Liegen da gerade ein paar Charaktere von ein paar Square Enix Spielen darum? Hm? Ich glaube, da waren so ein paar Charaktere von The World Ends With You oder sowas. Die einfach rumsaßen im Wasser. You day, you mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Six-Pack. Oh, toll, am 16. Nächste Woche. Hat endlich ein Datum bekommen. Ja. So, ein We've shown you bisschen. lots of games today made Yeah. by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. Humble Games, ja, kennt man auch. Ist immer interessant zu hören, wenn eine einzelne Person an so einem Spiel arbeitet. You know the saying. Get knocked Haben wir auch schon mal down, gesehen gehabt. again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Wow, mit der Drohne. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, I had the stink of corruption all over me. And you know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. Vor allem, das Cover sieht so krass aus und das Spiel sieht so komplett anders aus. Such a cool Ist game. doch I'm immer happy to so. announce that a PC Kennst du demo das of this erste game Cover is von going Mega live Man, right Alter? now on Steam and will be part of the Steam Ja, Next das Fest sah next week. das sah I auch really cool want to hässlich play aus. those Das war games in the Nightmare hands of you Fuel. guys at home, and that's one of them. Ui, All right, Warframe. joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know, we got Kanadier. Oh Mann. Du müsstest immer erwähnen, dass sie Kanadier sind. We do well. We have a great connection with Warframe over the years, and I know Wenn right so ein now Maiglöckchen anyone Shooter watching on Twitch vorstellt. for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so Yes. it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over Oh. your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, Okay. but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really Vielleicht great daran stuff went arbeitet. live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind Ja. of debut. We have our Tenno Man live. sollte generell during Respekt haben von TennoCon, Leuten, die which is sowas our big reveal kreieren of the können. night, and we usually do Weil a ich little meine, bit of das ist a eine gameplay, a little Heidearbeit. bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Deviri paradox. It's Finally. Finally, I know. It's been a couple years.
But Devere Paradox is going to be what Ten Alive is all about, and Weil ich I'm als so ich happy. angefangen habe zu The spielen, team war es worked für really mich hard eher on the teaser so. you're about to see for it, Nee. and I'm just really proud and excited Und to so show it. uninteressant. Das war Thanks so much damals for being auch here wie. on Summer Game Das Fest. Let's war take a damals look at ähnlich that wie right Planet now. Side 2. Du weißt nicht so wirklich unbedingt, was du da machen kannst oder musst. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. Was the fuck ist das für ein... Was the fuck ist das für ein Vieh? For now, dream of who we were and of who we have become. Okay. Oh Gott. Wem's gefällt, ne? Next, it's time for a new look at Honkai Star Honkai. Rail, an upcoming open-world space Wow. RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact studio Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to Ich wette mit dir, das Spiel floppt. Meinst du? Naja, es heißt ja nicht Genshin Impact. Muss nicht ganz schön drin, also draufstehen, dass es gut ist. Ja, bist du gefixt auf Honkai? Bist du gefixt auf Honkai Impact? Ich hab's nicht gespielt. Ja, deswegen, dann wirst du das auch nicht spielen wollen. Abwarten, wenn es dir gefällt vom Stil. Ja, Honkai Impact ist an sich vom Stil auch richtig geil. Aber irgendwie spielt's kein Schwein. Das ist ja, nicht warum? richtig, das stimmt nicht. Die Also, haben auf jeden Fall viele kein- Spieler dazu bekommen seit Genshin. Ja, das auch, ja. Aber kein Schwein, also im Vergleich zu Genshin, ja, noch massiv noch gering, finde ich. Honkai spielen schon auch nicht, wie das eins der liebsten Handyspiele. Aber ja, es hat Ähnlichkeiten mit Honkai Impact selbst. Auch so ein Hack'n'Slay, Auch so ein Gacha-Spiel. Jedes andere auch. Ja, ist Honkai Star Rail ist eigentlich nur Honkai Impact 2 so. Ist Honkai nicht der dritte Teil? Ja, über den wir reden. Honkai Impact 3, ja. Halt so. Wann stream ich's? That's not all from I don't know. Geekers. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. It was wieder announced a ein couple weeks ago, Mihoyo-Titel. and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a jetzt, brand da new Mihoyo look jetzt Geld at hat, Zenless' ne? notable characters, armed enemies, and world of danger. Wir reden nicht darüber, aber ja. Ah, Catgirls sind dabei, natürlich. Wer hätte es auch gedacht. Müssen. Ist das ein richtiger fetter Bär da gewesen? Fuchsohren. Halbfurries, klar, gibt's immer. Noch ein Honkai-Spiel. Obwohl, nee, nicht ganz. Was ist das für einer, Alter?
Ich sag mal, solange es mehr als nur 2 Knöpfe hat, die man drücken muss, bei Genshin ist es schon gut. Ja. Hm. Ich sag nur, es ist okay, aber so ganz beeindruckt bin ich da auch nicht. Hm. One of my favorite TMNT. Gottes Willen. which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development. Haben nicht letztens eine Collection raus von den ganzen Spielen? Möglich? Aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Dance Game. Gun. 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 Nicht mehr mit Master Duel? Master Duel bekommt morgen ein kleines Update mit einem neuen Kartenpack. Da kommen die Exorzistern, Alter. Die ganzen, Ich wollte gerade Exorzisten. Hat der Typ nicht einen weiblichen Namen? Ja, Cassie Jones, ja. Jessie ist kein männlicher Name, Alter. Genauso wie Robin kein männlicher Name ist. Warum lachst du? Ich weiß, ich kenne nur... Erzähl das mal unseren Robin. Hat nie einer von euch How I Met Your Mother geschaut? Come on. Ja, doch, natürlich. Siehste. Robin Schabatzky. Gib mir Schmatzi. Was? Warte mal, was? Einen lokalen 6-Spieler-Modus? Oh, nice. Oh Gott, die Turtles. Einen lokalen 6-Spieler-Modus? Ja, meinst du. Ich will mal wissen, wie sie es bewerkstelligen wollen. Auf der Switch, Digga. Deswegen, ja. Es ist ein .emo-Spiel, das wird wahrscheinlich locker auf der Switch kommen. Da stehen ja noch nicht mal Einzelheiten auf Bro, der zocken auf dem Gameboy, Alter. Ah, auf der Switch. Okay. Supermenschen. 6-Spieler lokaler Modus. Geschüttelt, nicht gerührt. Zum Geier ist das? Wie würde Micho gerade sagen? Schenkel. Qualität von Schenkel. Was super Piep. Keine Ahnung. Ach, Humankind Update. Latin America. Was, eine Latin Amerika? Yep. Super People. Oh ja, wir nehmen die Kubaner, Alter. Machen wir erst noch schön Zigarren. Oh ja, erstmal Leute opfern, geil. What the fuck? Das ist so ein Fire Emblem Fever Dream irgendwo, wo die alle mit blauen Haaren rumlaufen. How far will you push humankind? Alter. Ich dachte, die zeigen was ganz Neues. Ja doch, rot-blaue Haare. Natürlich. Das ist doch was ganz Neues. Sega. Ich wollte gerade sagen, wo kommt dieses Nico Hatsune Sega laut?
One Piece is Ach du celebrating Scheiße. its 25th Odyssey, anniversary ja. this year, and Bandai Namco is bringing Das the hatte ich jetzt hier nicht mega-popular erwartet. franchise back to video games. Ja, with ich hab's One Piece Odyssey. durch die. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next Ich hab das mal, adventure. glaube ich, This über trailer die, reveals über the die setting, Notaku a gelesen, glaube mysterious ich. island where Luffy and his Straw Hat crew become Ach marooned ja, in this Odyssey. exciting upcoming JRPG. Let's do the Odyssey. Ich komme irgendwo ohne Scheiß nicht klar, dass er halt Luffy genannt wird immer irgendwo. Kommen wir nicht drauf klar. Die Japaner haben es eigentlich so mit mehr. 空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってね。変な形の積乱雲が Das す sieht, ごい速度 das で sieht aus wie Grafik aus Pirate Warriors. Halbwegs. なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。クードバースト。いけ。立て直すわよ。Baron von Tod. Super. Eisberg taucht raus im Himmel, okay. Normal. Ja, scheinbar. Filled with new encounters and hidden mysteries. Den Schmuck Sanji. Unravel the adventure that awaits in an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. Dragon Quest, One Piece. Kein Switch-Game. Dass das tatsächlich ein rundenbasiert. Ich habe noch nie One Piece. Ich kann mir One Piece rundenbasiert gar nicht vorstellen This irgendwo. August, Soul Hackers 2 from Muss ja nicht Atlas rundenbasiert launches, sein. and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. The fuck? Ringo. Take my hand. You get one more chance to make things right. Ach, das ist dieses Game von den Machern von Persona hier, Atlas. So that's our mission then. Save the world. Shin Megami Tensei. Soul Hackers 2. So many new games featured across SGF events. Die haben You're Timber wondering vergessen. how to Oh. plan for your summer gaming dream. Oh, NerdWallet nein. can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale Ui, ends die on werben June mit 16th. Gratis-Spielen, das finde ich Tune into auch the Epic nicht Games Store Twitch schlecht. channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, Epic 11 Games. a.m. Aber ich muss sagen, bei Epic Games lade ich mir wöchentlich die oder monatlich die Gratis-Spiele auch mal wieder mal runter. Das ist gar nicht mal so schlecht, das was sie anbieten. Das auch nicht. Minecraft Dungeon. Oh Mann. Ja, diese ganzen Cloud-Sachen kommen jetzt in den jeweiligen Smart TVs jetzt. What the fuck? Ja. Ich will doch keine fucking Games von meinem Smart TV zocken, Alter. Was ist denn das? Ist gar nicht mal so dumm eigentlich. Ja, wenn es vernünftig läuft. Gut ja auch. Auf 1080p läuft es interessant, glaube ich. Ich glaube, du brauchst nur 3 Megabit Upload mindestens und dann läuft es eigentlich ganz gut. 3? Also, ja, 3. Das ist ja gar nichts.
Ist ja auch nichts. Die reichen 3. Mit einer Menge Fantasie. Es geht schon, auf jeden Fall. Capcom! Oh, 1942. Wieder deren komischen Collections, ne? Ich denke mir aber auch so eine Arcade Stadium oder sowas. Ja. Hat wieder so, glaube ich, so eine Mini-Arcade-Maschine, glaube ich, oder? Ach nee, es ist ein Download-Game, okay. Ah. Fußball. You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred soccer Da finde ich voll die Werbung von Nintendo richtig gut, wo sie irgendwo rechtfertigen, dass Mario einfach Luigi voll in den Metallzaun reiht hat. Also, was hat Luigi dir getan? Er existiert. Das ist Grund genug. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Ja. Our demo is live now. Ist gar nicht mal so doof und macht auch recht Spaß, aber es ist nur halt arschschwer perfekt zu spielen. Die Band, die ich höre, kenne ich gerade sogar. Ich komme nur auf den Titelnamen nicht. Das heißt auch wieder so ein Rhythmus-Shooter. Ja, das ist ein Rhythmus-Shooter, ja. Ich habe ja schon einen vorhin auf Steam. Der sieht aber auch genauso aus wie der, den ich habe. Oh, Songs von Arch Enemy sind drin. Wie geil. Das ist das reinste Spiel, wo du irgendwo nur Copyright-Claims bekommst für alter Auto-Scheiß. Oh mein Gott. Ey, Jeff, weißt du, auf was ich übelst Bock habe wieder? System of a Down. Ja. Auf Brutal Legend. Was ist das denn? Brutal Legend, Alter. Brutal Legend ist, hat auch mit Musik zu tun, also mit Metal-Bands und alles. Der Charakter hat die Gitarre als Waffe, Alter. Genau, und der Hauptprotagonist hat die Stimme von Jack Black. Der ist so ein richtiger Neckbeard. So richtig fett, wirklich mit Gitarre als Waffe und total irrsinnig. Oh. Hellsinger. Demo ist draußen. Ah. Cool. Aber nur für die Next-Gen-Konsolen. Scheiße. PC, Bro. Zock auf PC, Bro. Die Musik könnte auch so gefallen. Ah, bestimmt. Und das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man vielleicht mal reinschauen kann. Das ist ich nochmal. Genau, ich habe dieses BPM, Bullets per Minute. Das sieht genauso aus. Ja. Zum Beispiel, ja. Gott, ich muss morgen... Ich hab nicht vergessen, ich muss morgen nach der Arbeit zum GameStop fahren. Was willst du da holen? Mario Strikers. Ach so, ja. Das Spiel, das Fußballspiel, was keine Grenzen kennt, ja. Oder keine Regeln hat, sagen wir es mal so. Der Elektrozaun halt, ne? Kommen wir wieder zu 2K, ja. Every last one of them decided to jump down the bottom of a well, and they're all just. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche hohen Erwartungen von 2K, sagen wir mal, hegen kann oder will. Nicht wirklich. Das interessiert mich auch nicht, was 2K macht. Wer, ja. And what's the point of that? What? 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 Ich hoffe, das war echt unerwartet. Das ist ein gutes Meme-Potenzial, ohne Scheiß. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. What? Hunting Season? Oh nein. Komisch, ich schau den Stream von The Game Awards, seid trotzdem voll hinter euch. You mean 911? Who says 911? Keine Ahnung warum.
Goodbye, cruel world. Irgendwie hat das Spiel von mir Freitag der 13. Vor allem die Musik auch im Hintergrund finde ich ja auch This isn't a klasse. ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Nett. The Crawry. Them's the rules, you noob. You noob. Back at the Game Oh, Awards, Nightingale. we're proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Nightingale Canada. sah interessant Now it's aus. time to give you a Vom brand new ersten look Trailer. and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in its procedural realms. Here is your exclusive new look. Bleibt Outlast eigentlich tatsächlich das einzige, dieses Auto war das einzige von Square in diesem Scheißdreck da? Abwarten, möglicherweise. Irgendwo mussten sie es ja einbringen. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, Das arme Hirschding. I'd say that staying fed, dry, Das armes Hirschding. should be your priority. Scheiß Wildschwein. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void. Waiting to get Elden Ring 2. Be ready with your axe pick. Toll, riesige verkackte Spinnen. Hast du Angst vor Spinnen oder was? Das nicht. Ich bin Nur gekommen, riesige verkackte Spinnen machen in Videospielen immer total bescheuerte Geräusche, das nervt immer. Oh. So Quietschgeräusche, ne? Ja, es ist total unangenehm. Irgendwie kennt man's. Wie kennt man's? If we shadows have offended, think but this. What the fuck? Ah. And all is mended. Hallo, du wildes Schwein, Ferkuli. Nein, lass Ferkuli aus dem Spiel. Ferkuli ist toll. Ich meine Lechonk. The Saints are marching in Oh, on Saints August Row. 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Ich wurde Boss direkt so ein bisschen so, gerade ich gerade so Elden Ring Vibes verspürt. which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Oh Gottes Willen. Saints Row. Also Saints Row trifft auf Cyberpunk. You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Hoffentlich hat es dabei mal zu Ende, ich will auch mal duschen gehen. Ich frage, es ist ein langes Event. Ja. Aber ich sehe, aber ganz ehrlich. Die Game Awards halt, ne? Ja, ich sehe aber tatsächlich auch nur noch Krach, Bumm. Gibt's auch mal was anderes? Nein, das ist typisch halt Game Awards Zeug, ja. Was sie halt immer so bringen. Da findest du auch nichts anderes. Junge, ich habe den recycelten Dead Island 2 Trailer von einem Spiel, das niemals erscheinen wird, mit Ziegen gesehen. Das ist traurig genug. Oh. Dinner and a show, baby. Also wer auf diese Schnapsidee kam, ey. Ja, das würdest du gerne wissen, wa? Ganz genau, Bruder. Muss los. Alter, ey. Sag jeder Charakter, den du willst. Yay. Und baller dich um deinen Hab und Gut. Toll. So ein Saints Row Spiel, ne? Ja. Schon seltsam. Ich meine, Saints Row 3 war richtig geil gewesen damals. Ja.
Der Intro des Third war echt schon nicht schlecht. Ist Download now? Oh, gratis. Gratis? Gratis. Okay. Warum auch nicht, ne? Next, we've got an exclusive first look Warhammer. at extended Warhammer. gameplay of Ja. Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Auch so ein Darktide Klassiker, der promises niemals intense alt wird. co-op action and terrifying enemy hordes to team up Warhammer against. 40k ist And halt it's so, out on ja. September 13th for PC, on Steam, and exclusively on Arbeiten die nicht an console. einem Warhammer MMO oder sowas? Ja. Da freut Das- sich auch ein Kollege von mir. Wenn dein Kollege erstmal Gold heißt. Ich spiele mit dem befreundet, der nie seinen Schwanz wäscht. Oder schlimmer. Obwohl schlimmer an sich auch nicht, aber der sich nie die Hände wäscht, wenn er aufs Klo geht. Du wäschst die Hände? Ach ja. Ja. Hygiene. Hat Edmund nicht letztens auch eine Game Show, sagen wir, moderiert letztens so? Was eigentlich ziemlich gut ankam. Also gut aussah und gut ankam, finde ich. Ui, ui. Ja, ganz schön Muckis, Alter, wenn er sowas rumballert, so. Meine Herren. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir. Sieht wirklich geil aus. Scheiße, Alter. Das ist richtig. Richtiger Zombie-Modus, Alter. Ja, das richtige Zerschnetzen und sagen wir mal, sinnlos rumschießen, finde ich. Das gefällt dem Jungen. Ich finde das eigentlich recht Wo hat sich das? Es wirkt nur so komisch, dass irgendwo jeder Schuss und jeder Angriff, den du machst, einfach Gegner one-shottet. So typische Hack and Slay, so finde ich. Hotel. Es ist ein Boomer, nicht Boomer. Also irgendwie gefällt mir das Spiel. 13. September. Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they Hi are ready to Saskia. reveal their Nicht latest so geht? creation Ja, made läuft, ne? completely in Unreal Muss. Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. Dose of the, irgendwas mit Verbrennen kommt da jetzt vor. Someone once said insanity runs in our Verbrennung family. dritten Grades. Let it. Game in Development. Naja. In Development. In Development, ja. Aber so Indie sieht's nicht aus. In Development wäre eigentlich ein geiler Name für ein Studio. Ja, kaufst du ja auch. Nein. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. Und das ist das zweite Amnesia-Game. Wer weiß. Bezweifel's. My fear, pain, and hatred of the horror of my loneliness. And it is So mine. richtig Gruselfaktor, dass man sich vom Computer erschreckt. Psychedelic Horror ist in der Regel nicht so Jumpscare-mäßig. Ist eher so eine Erfahrung, die man macht. Ach ja. Ich hab's nicht so mit Thriller. Ich für gewöhnlich auch nicht. Also solche Spiele, die berühren irgendwie jeden, wenn man sie gespielt hat. In irgendeiner Art und Weise. Und dann redet man darüber. What the fuck? Trapped in this house, bound by this body. Now
Layers of Years. This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Gotham Knights. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. Wie lange geht denn das eigentlich noch? Wahrscheinlich noch 20 Minuten. Okay. Das ist eine halbe Stunde. And then this city became my home. Vielleicht da wieder währenddessen sowieso. Became my family. Gotham gave me everything. I'm Batman. It deserves to feel Nee, safe. er ist Robin. Nightwing. 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 Nachtflügel. Der hat auch so einen Nachtschatten, Alter. Did you realize how it is to be a number 2 to a number 2? Ask Robin. Now, it's up to me. Von den Klamotten sieht er aus wie fucking Sub-Zero, Alter. Fatality. I got this, Bruce. Das ist ja was für Joshua. Er hat die ganzen Arkham-Teile gespielt. That was Gotham Knights, and now we welcome. Oha, der ist doch schon tot. Neil Druckmann from Naughty Dog, Was? Ja. co-president Das of Batman Naughty anscheinend Dog. schon tot. Great to have you with us, Neil. It's been a Möglich. eventful day on the internet for Naughty Dog fans. Und sei der eine gerade aus wie Deadpool. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is a Immer scheiße, wenn big Sachen month geleakt actually for werden. Last of Us fans because Last of Us Naughty Part 2 Dog. launched in June and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Naughty Dog. Part 2, which is Neues Crash Bandicoot Spiel. Yeah, it's crazy. Oh, The Last of Us, okay. 2 years for Last of Us Part 2. And Guck mal ein bisschen vor, Jay, ein bisschen still zurück. sending us letters and art, Echt? and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. multiple projects. Okay, very interesting. So, what can Last of Us? Alter, der Stolz. Ja, auch schon mit seinem Kommentar, Alter. Multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this Was game gibt's in is Korea big. zu essen? It's as big as any of our Fisch? single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. Meeresfrüchte It's got a brand new wahrscheinlich. cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. Katzen. And you're going to see a lot Nein, more of this Katzen nur in game China. come next year.
Next year. So wait till next year. Und vielleicht Vietnam, aber das muss Jay Okay, wissen. well, very exciting that this has evolved, and I mean, Ja, it's mittlerweile incredible. Can't wait to weniger. see Aber Naughty ja, Dog's storytelling Weil sie alle auf dem with- Tisch landen, with weil sie alle auf dem multiplayer Essenstisch live landen. game. Gab's It's durchaus something bei special. uns. We can't wait to show it either. Ist auch nur ein Tier, was man essen kann, theoretisch. That's not all. Nee. We also Ist have auch something richtig. that I've been reading about on the internet every day. It Hey feels like up in Asiate, Calgary, komm they're doch mal filming zum the Essen Last of vorbei, Us wir show laden dich for auf ein HBO, Kätzchen right? ein. Yeah, so, Nur for anscheinend the sind, past ist year, das Fleisch we've von teamed up with Fleischfressern Great generell Trail of irgendwo Fame bitter. and HBO to Daher nicht adapt so Last lecker. of Us into a TV show. Wie mit Hund. They've been filming and Der Hunde in meiner Gegenwart ist, der wird sein Leben danach verlieren. Mit Schmackes. Not only is it so good and the quality is so high. Und was ist, wenn der Hund ein Norddog war? Was? And I just can't. I couldn't be proud of like again Craig and that whole crew. Ich weiß auch, wo tatsächlich mal Typen weiß machen wollten, dass das Hundefleisch ist. The entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. Die haben eh nicht verstanden, warum das Hotdog heißt. And you actually got to direct Seit one wann of the frisst episodes? Discord bitte viel Speicher? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration. Ja, das stimmt trust that aber. exists between Naughty Dog Ja? and HBO. Discord, They invited me to Discord direct one of the verbraucht Ressourcen und das ordentlich. I think we have an image Das ist mir nie from the aufgefallen. episode I actually directed. Okay. So we could first Also nicht so ordentlich, dass man, sagen wir mal, im Hintergrund nichts machen kann, aber ja. Wenn man das mit Teamspeak vergleicht, ja, ist immer noch Pedro hoch. Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them but seeing them do all the other episodes, they've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the Oh, da ist gerade Nocto und eine sagt von wegen, zeig Sonic Frontier. Ich denke mir so von wegen, Junge, das ist Sega, du Trottel. Ist doch immer so, du weißt, wie die Leute sind. Dumm! Eine Birne. Something special. And I will say, Ah, this so will viel be the Nachdenken kann man most schon noch authentic erwarten. Ich video meine, ich game bitte dich. adaptation. Nein. Well, I mean, that first image that they put out, it just Nein. feels like the video game, everything that I've seen. Both Lass mal überlegen. makes it Nein. feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. Ich hab ja- So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Wie war das mit Teamspeak jetzt aktuell? Die wollen Teamspeak 5 ja, die haben ja Teamspeak 5 rausgebracht, ne? Was? Doch einen fünften Teil? Die haben 4 übersprungen und wollten 5 rausbringen noch. Wow. Für die, ja. Oh, Musik, laut. Oh, what's up, guys? Hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. Es hatten die irgendwo Musik gelaufen. I thought maybe Pedro Okay. Bella, but Troy Ashley out Weird. here, from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it, and we're such fans of like the talent and the like helping us create Joel and Ellie. Ja, ich kann es nicht sagen, ich habe keine einzige Folge Game of Thrones geschaut. It has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I Ich folge nicht jedem Trend, der irgendwo umherbrettert. So good. On the internet, there's so much Abgesehen von like, Squid talk Game. about what's Squid to Game be war filmed, damit and I think that's erstaunlich because you gut. kept a complete secret that you were up Tatsächlich, there musst and you zugeben, ja. filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've Meine Mutter immer dieses Theme von diesen Fuzis auf dem Handy. Genau. Er muss echt immer noch als fucking Handy-Klingelton. Der jedes Mal, wenn das kommt, so von wegen, Alter, bitte ändert deinen scheiß Handy-Klingelton. Das macht mich total wahnsinnig, wenn das kommt. Du wachst gerade so auf, ne? Mitten in der Nacht. Surprise, motherfucker! Their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. Final Fantasy VII Remake it's Integrate it's like the wurde characters runtergesetzt. coming to life, but it's Auch so nicht much das? more than that. I feel like I can't auf fully explain it, but I 56 am Euro. so und excited to be a part of 79 it, Cent. and just, Wow. I can't wait to see it. I think Als it's gonna Normalpreis be. für das Spiel und kriegst dann noch das DLC so good. dazu. It's. Passt I love doch the alles. story. I love No, just being a part of I'm the so excited. Warte mal, ich werde schon wieder I'm serious. The fact that you guys are gonna be in angerufen. it Was will and die jetzt schon wieder von undisclosed, mir? I'm so fascinated how it's gonna sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the Ah, game that they're Nintendo playing hat auch einen characters? Can you tell us Sale about them? anscheinend. Yes.
Ein paar ziemlich große Titel dabei, die da runtergesetzt werden. Alright, well, we're so excited to Link's Awakening beispielsweise oder Xenoblade. Nice. Alright, well, let's talk Keine about Ahnung, what mal was on schauen. Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake, is that right? That's right. We wanted to Die give people remaken, the ach definitive ja, version stimmt, da of haben... the first game. Ach, ich bin so dämlich. Ja, die Das wollten ja erste The Spiel Last wollten of sie Us remaken. 1 ja remaken, stimmt ja. Ey, ganz ehrlich, ich krieg grad schon wieder die Krätze. Was? Meine Oma ist so doof, dass ich da irgendeinen Scheiß für ein Handy zu installieren und selbst mit der Anleitung meiner Mutter kriegt sie nicht hin. Jetzt will sie, dass ich nochmal rüberkomme. Die hat eben nicht mal geschissen bekommen, ihre AR-Code-App zu benutzen. Warum macht man hier dann so einen Umstand? Weil die heute getestet wurde, ja, und beziehungsweise weil sie ja geimpft wurde und die braucht diesen Scheiß da, dass sie nachweisen kann. Ich müsste das nachweisen, ich habe noch nie nachweisen müssen, die Scheiße. Ich hatte mal so eine Cove Pass App, da stand sie mal drinne. Ja, ich habe nie eine App runtergeladen für so einen Scheiß. Ich muss es tatsächlich auch immer machen. Die wollen mittlerweile ja, dass man digitalisieren muss. I've never been this close. Mittlerweile, das war vor 2 Jahren so. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse. Ich gehe jetzt nicht hier um diese Uhrzeit jetzt nochmal zu der rüber, nur weil die schon wieder irgendeinen Mist geschissen bekommt. Es langweilt mich. Leute sind nicht in der Lage, mal selber irgendwo versuchen, irgendwas zu schaffen. Ich hab da 5-mal erzählen müssen, wie man Sprachnachrichten auf WhatsApp öffnet. Das hat nichts damit zu tun, dass ich es nicht kann, sondern die will einfach nur nicht verstehen. Das ist so ein Kind, den du versuchst zu erklären, er will es aber nicht verstehen, weil er keinen Bock hat, es selbst zu machen. Ja. Ja, Dann mach es doch ähnlich, du hast keinen Bock. Ja, hab ich doch gesagt. Die so von wegen, oh bitte, ich einfach aufgelegt. Kein Bock mehr auf diese Scheiße. Komm jetzt das andere Die nennen das wirklich The Last of Us Part 1. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Oh, das ist doch nicht wahr, ey. Was ich gerade sehe im Angebot bei Nintendo, ist New Pokémon Snap auf 40 runter, Link's Awakening auf 40, Lego Star Wars Skywalker Saga ist auf 48, Dark Souls Remastered auf 20, irgendwo bla bla, Monster Hunter Rise ist auf 30 runter, Xenoblade auf 40, auch Preis. Alles so ein bisschen. God damn. Das ist mal ein Unterschied. Wow. Allah. Das Remastered gleich nochmal remastert. Die haben das, die haben das Remastered geremaked. Das ist bescheuert, Alter. Ja. Wie verschwendet man Ressourcen? Ja. Aber auch nur, weil sie das Potenzial der PlayStation 5 sehen. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment. I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job on that original game, and it's really when you play it, when you see it in motion, it's really aus einem das remasterte Game geremaked. Wow. Und das in kurzer Zeit, das in einer ziemlich kurzen Zeit in der Periode, finde ich. Man kann es mal so, die Leute feiern das aus irgendeinem Grund. Ich meine, ich habe es nie gespielt, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Sean Sky. Ich auch, aber jetzt habe ich es trotzdem nicht installiert. Release September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Now, Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about. Nur Outriders kam von Square, das ist so wie so ein Schlag ins Gesicht. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right.
Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. Neuer Battle Pass bei Pokémon Unite ist hat ein Wrestling-Theme. Nee, ein Box-Theme. To Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Kriegst Us. einen Dragoran mit so einem World Championship-Titel. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Warum dann nicht lieber so einen Rocky-Skin für Machen mal? Ich hab keine Ahnung. Mit vier Boxhandschuhen. Das war langweilig wie pur Shit. Das war so ein Müll. Das war richtig pur langweilig. Also ich hätte es mir auch sparen können. Das war das nichts, was mich interessiert. Großartig. Wow. Ich meine, außer dieses eine Zombie-Spiel, witzigerweise. Zwei Spiele waren okay. Ja, zwei Spiele waren so, okay, fand ich nicht schlecht, aber... Und wir haben halt gesehen, dass Geil ein hässliches Outfit trägt jetzt. Oh, fuck, gut, Thanks for being a part of Summer Game Fest. And remember, there are more events and announcements to come. See you soon. Summer Game Fest mehr like Shooter, Alter. Shooter all day. Bruh. Zombie-Spiel erinnert mich an Dead for Blood. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent game festival that exists. It was started 10 years ago by Double Fine Productions, and I named it to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We wanted to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital, so the whole world can enjoy it. And we're really excited to be part of Summer Game Fest. I don't know. So sit back, relax, put on your party hats. Ich mach Duschen und dann... Ich weiß nicht, ob ich so ganz gehen will, großartig. Hast du vor 2 Jahren, vor 2,5 Jahren auch gesagt, bist trotzdem hingegangen. Vor 2 Jahren war keine Gamescom. Vor 2,5. Mal vor 3 Jahren. Das ist noch kein auf den Jahr genau. Ja, aber 2,5 Jahre wäre irgendwo Winter. Etwas mehr als 2,5 Jahre hast du gesagt, auf wen du es auch nicht hingehen, bist trotzdem hingegangen. Ja. We got a new one today. Ja, also. This is from a good friend Michael Frey. Sag's jetzt wieder von wegen, weiß ich, am Ende gehst du eh wieder. Previously, Michael made a game called Kids with Playables that we published at Double Fine Presents, and this is his new one. It's about the limited time we have on Earth told through the life of a fly. This is called Time Flies. Hello, everyone. My name is Michael. Hi, Michael. You might know my work from a game called Plug and Play. Es ist der Michael aus Pokémon XD. Kann ich ein Autogramm haben? A company called Playables, where we made a game called Kids. But today we're going to talk about this guy in my upcoming project. That is a collaboration with Raphael Munot, who is the principal programmer on the game. Das ist eine PowerPoint-Präsentation. The project we're collaborating on is called Time Flies. Was liest ja mit Japan? Jemand will da ein Jahr You died. In Switzerland, where I'm right now, ja, sparst du lange. 4 bis 5 Jahre Sparplan für ein Auslandsjahr in Japan. In the US, wünsche viel Spaß. 77 years. So you have a little bit less time to achieve the things you want in your life. Das sieht aus wie ein Atari-Spiel für Arme. Die kleine Fliege, flieg aus dem Fenster, du schaffst es. Ertrink! Nice. You died. Prepared on a bucket list. This is a very small Wer part programmiert of so the bucket eine list. Scheiße? So these are the things you can do in the world. Oh Mann, Alter.
Mal, du kannst dir Zeit erkaufen. Wenn das echt auch nur so einfach wäre. Ja. The game is coming to PlayStation, Nintendo Switch, PC and Mac sometime next year. Please visit timeflies.buzz where you can sign up for the newsletter so you get updated when it's out. Or you find a link to the page where you can wishlist Aha, the game. natürlich. Thank you. Wie sie alle fliegen. Summ. Ach stimmt, heute kommt auch für Nexus raus, ne? Mhm. Wo ist der Mishiru eigentlich? Der Lump. Schreib ihn an. Und während du das tust, gebe ich jetzt beim AFK drucken und so. Also bis gleich. Our next game is Planet of Lana, the debut title Das ist from ein schöner Titel gewesen, hat schöne Wishfully Musik, bin ich Studios ehrlich. and published by Thunderful Publishing. The gameplay is Well. reminiscent of dark side-scrollers like Inside and Little Nightmares, but the vibes could not be more different. Who are these enigmatic enemies? What do they want with Ich Lana's weiß es sister in her nicht. world? And what other secrets are there to Aber- uncover in this beautiful, boundless environment? Ich weiß, Hello, dass wir noch ein bisschen my Zeit name is haben. Adam Stjernljus and I'm the creative director at Wishfully. We're a small indie game studio in Sweden making Sweden. Planet of Lana. In our game, you play a young girl called Lana, who is forced out on a mission to save her sister that has been taken away by an invading robot army. Early on in the game, Lana meets the mystical creature Mui. You quickly develop a strong bond and friendship hierhin. to Mui, and she proves to Ah, be den hier. both intelligent and loyal. Being her own personality, Mui also has things Das ist keine that she's afraid Katze. of. Das ist keine Katze, was auch immer das ist. Das ist der But Teufel in being small Person. and agile also has its advantages. For example, being able to reach places that you can't. She also has this special ability she can use to control some of the strange creatures of this planet. 10.000? Was ist das denn für ein Vieh? Together, you have to make it through both the harsh and beautiful environments of Novo. Das ist Past interessant. dangerous robots, Es ist so interessant, dass sowas Schönes, ja, caves. was irgendwo interessant ist anzuschauen, nicht in diesen großen Dingen gezeigt wird, sondern erst danach. Ja? Und dass die ganzen Summer Game irgendwo nur Shooter-Scheiße ist. to your destined future. Das ist der absolute Oberhammer. Fernkämpfer, Angreifer. Wow. Planet of Lana is really a labor of love, and we're very excited here at Wishfully to bring you what we believe is a truly unique adventure. And beyond the companion-based puzzle solving and hand-painted art style, you will experience an engaging story with twists and turns
that hopefully Bei uns gerade will um stay with you 10. long after the Wir haben noch 2 credits Stunden have bis rolled. Mitternacht. Planet of Lana is coming to Xbox and PC this Also year. dann. And you can wish this right now 2 on Steam Stunden, or ja. sign up at Lass our Mitternacht. newsletter at planetoflana.com. Er ist wieder im Regenbogen unterwegs. This Das next wird title angezeigt from werden, wenn er Two-Star da wäre. Games is quite literally an on-the-rails shooter. You and your little yellow train with its mounted machine gun and exquisite collection of bobbleheads will face off against a demonic Jesus. clown-faced train who is hell-bent on devouring human flesh. This Lecker. is Choo Choo Charles. Choo Choo Charles! I'm Gavin, I'm the solo developer behind Hallo. Two-Star Games, and I'm currently making Choo Choo Charles. Das Ding ist ganz schön offensiv. Holy shit, Alter. Aber hält nichts aus. Hat eine gute Mobilität. Wow. What the fuck is this? Ups, Moment. What the fuck is das? It's an open-world horror game where you navigate an island in an old train, upgrade it over time, and then use it to fight an evil spider train named Charles. What the fuck? What? Charles, If you pump enough lead spider into his train. face, that'll probably encourage him to run off and find something else to eat. What the hell? You have one goal above all else, and that's to summon Charles to a 1v1 and fight him to the death. Whoa, To do okay. that, you'll need to explore the open world, looting abandoned areas and completing missions for the locals to gain powerful new weapons and scraps that you can use to upgrade your train's speed, armor, and damage. You'll need to leave the relative safety of your train and venture out on foot. Das ist ein Spiel für mich? Oh, das ist bestimmt ein Spiel, was ich mir antun muss, damit der Chat zufrieden ist. Oh no. This is where things get really dangerous, with Charles constantly roaming around looking for his next meal, and camps of shotgun-wielding cultists looking for someone to feed to him. Oh, toll. After collecting 3 heavily guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems on one of the shrines, angering Charles and drawing him to your location. Ja. Das ist doof. Wie kommen wir darauf, das einen Zug mit der Spinne zu kreuzen, Alter? Jetzt mal ohne Flachs. Das ist total kranker Scheiß. Best be careful out there, because it Warum might sieht be das Ding aus wie unwise to Thomas wander too far from Lokomotive? your train. If you do encounter Charles while you're roaming around, it doesn't matter what you do now, because you have truly angered the beast, and you'll either escape with your life or see it flash before your eyes. Oh, Jesus! Well, you did. If it sounds like something for you, be sure to follow and wishlist Choo Choo Charles on Steam. I'd greatly appreciate it. It really does mean a lot. We've got a special one for you. It's very personal and near and dear to IM8bit because it's a IM8bit Presents published title. It's called Escape Academy, and think of it like Hogwarts, but for escape rooms. It's from developer Coin Crew Games, and they hail from the arcade amusement space. They've designed escape rooms in real life. Better they Nett. talk about their game than me. Here they are. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle, the art director. Wait, am I supposed to say I'm the... Also ohne Scheiß, Hey, I'm Jojo Mike. Charles ist I'm besser. Wyatt. We're the founders. And I'm Michelle, the art director. Oof, okay. Ist besser als alles, was da gezeigt worden ist bei Games. Once. Dingen. Und bei mir ist gerade das Ding abgeschmiert. Geil. Oh no. Help! Help! Firefox reagiert nicht. Geil. Cool.
Ja. Auch nicht schlecht. Escape Rooms? Hm. Ich bin leider relativ gut in solchen Sachen. When CoinCrew Games was founded, we were actually building real-world escape rooms and arcade machines, but when the pandemic hit, we needed to pivot. So we decided to take those learnings, building real-world escape rooms, and transpose them into a digital format, and thus Escape Academy was born. Good luck trying to hack me without sufficient power. Probability of your extinction, high. Escape Academy is Stars. an escape room adventure game that you can play either single player or co-op. You play as a student at this titular, mysterious Escape Academy where you get to master the art of puzzle solving and train to become the ultimate escapist. What are you waiting for? A room full of gas is no place to relax. Das kann nicht, was bekommen würde, war irgendwo zu erwarten, so when oder? we couldn't find a digital, authentic escape room experience, we decided to make one ourselves. Walls are often misleading at the academy. Escape Academy isn't just a puzzle game, it's an escape room game, and it brings that play pattern home. We have a huge amount of puzzles in this game, and they never repeat. And in addition to that, you can solve every puzzle using just your mind, no dexterity required, although you may want to bring a paper and pencil. Nimm die Ratte. The academic theming gave us the leverage to create a wide variety of rooms that support the narrative and put players in situations they would never find themselves in real-life escape rooms. Was ist gerade eine riesige Armbrust? The fuck? When we were designing the game, it was really helpful to have the experience of both playing a lot of escape rooms and designing real-world escape rooms as sort of a design anchor to buoy us to. I did not anticipate the rodent assisting you. Bad turmeric. Sadly, that rat will be no help in bypassing my lasers. We really took our time to create an eclectic cast of students and faculty members that help guide you throughout the academic journey of Escape Academy. Building on the lessons that you get in each room and raising the stakes throughout your journey at the academy was definitely left, right, up, down, up, down. Yeah. I am not feeling so well. Analysis, I have succumbed to disco fever. Escape Academy What is coming the to fuck? Xbox, PlayStation, and PC on July 14th and will be available day one on Xbox Game Pass. And you can wishlist us today on Steam. We'll see you at the academy. Thanks! Escape Academy! This game's for all those fans of organization out there, all those organizers. It's from a studio called Max Inferno, and it's a game about getting things lined up just right. It's called A Little to the Left. Klopf, klopf. Was ist denn das für eine Oschenkatze, Alter? Gar nicht gruselig. Hi, I'm Annie. Hi, and I'm Lucas, and we are Max Inferno. Yep, and we're really excited to share with you today a cozy puzzle game that we've been working on called A Little to the Left. Das ist mein Kuhn. Zweitgrößten Katzen der Welt. Das bezweifle ich. A Little to the Left is a game where you sort, Immer noch stack, Löwen and tidy up und the house. Tiger. Alle größt. In each level, puzzles are hidden among regular household objects, and you solve them by arranging items in a very particular way.
Man muss es also sortieren. Many of the levels have multiple solutions. It's all about observation and imagining the different structures that could be at play. The game takes inspiration from our own home and some of our own little tendencies. Another big source of inspiration for the game is our cat, Rookie. Oh, toll. Who should be around here somewhere. Occasionally, this cat will show up on the periphery of your gameplay and undo your tidy work. Just to shake things up a little bit. The game starts off pretty simple, but as you progress, the logic behind the puzzles becomes a little more surreal. There is a lot to tidy up in a little to the left. Actually, das scheint wirklich so ein Spiel zu sein, wo man ein bisschen abchillen kann, ein bisschen nachdenken kann. Aber wirklich so angenehm you get even irgendwo. more out of our favorite puzzles. And you earn fun badges too. Well, thanks for stopping by. We hope you enjoy A Little to the Left when it releases later this year. See you later. Bye. I've been excited about this one ever since it was announced ages ago. It's from developer Gummy Cat. It's called Bear and Breakfast. And the title says it all. You're a bear, you run in bed and breakfast in the woods, and it's really freaking fun. We're debuting a brand new animated trailer, a bunch of gameplay you've never seen, and finally announcing a release date. Wow, ein Release-Datum. The fuck? What? I'm Ioana. What? And I'm Radesh. We're from Gummy Cat in Romania. Today, we're showing you our first game called Bear and Breakfast. It's a laid-back management adventure game where you build and run a B&B in the woods, but you're a bear. What? In Bear and Breakfast, you play as Hank, a young, curious bear from Silver Valley who lives in a small home with his mom and two best friends. Bruh. Good. Huh. We grew up on management sims. Games like Theme Hospital were big inspirations for us, but we also wanted to make a game that tells a story alongside the usual management stuff. So, it turns out that humans are coming back for some reason, and they need a place to stay. There's old, rundown buildings all over the place. Das ist so merkwürdig just a irgendwo. bear for the job. The game follows a linear story that you advance by solving quests. A lot of them involve finding materials, building rooms, crafting furniture, and decorating stuff. Oh, Junge, man darf kreativ sein. Ach du Scheiße. The actual furniture you do make awards different kinds of points. For instance, beds give comfort, showers give hygiene, that type of thing. You have to make sure that your room scores are high enough to satisfy whatever your guests are asking for.
Each type of score comes with its own challenges. For example, later on, you'll need to cook food for your guests through a minigame. Ja, da. WB, du hast das beste Spiel verpasst heute. Choo-Choo Charles. Wieso glaube ich, dass das nicht so sein wird, dass das das beste Spiel ist? Es ist 100% das beste Spiel. Es ist auf jeden Fall besser als alles, was gezeigt worden ist. Im Vorfeld. 100%ig. We're very excited to be part of Day of the Devs this year, and we can't wait Guck mal den to Trailer introduce raus, to ob ich Hank ihn and his finden kann. friends when Bear and Breakfast launches later this summer. Beste Spiel, Alter. Ist das ein Lokomotivsimulator? Nein. Da ist hier eine Riesenspinne. Geil, jetzt kann ich mir erstmal kurz einmal testen. Wie sich herausgestellt hat, meine Oma immer noch Corona. Oh, super. Ja, ich muss mich mal kurz einmal testen. Ja, Beileid. So I don't want to say a lot about this next one. It's full of secrets and puzzles and mystery that are best discovered on your own. Sims mit Bären? It's a beautiful game Ein bisschen from zu viel a ist studio Guten called Shared vielleicht. Memory. It's a pixel art Metroidvania full of interesting creatures. It's called Animal Well. Hi, I'm Billy Basso. Today I'm going to be showing you a game I've been working on called Animal Well. Warum hat denn der so ein Picross-Ding auf dem DS im Hintergrund auf dem PC auf dem... In Animal Well, you explore a surreal and sometimes dangerous pixel art labyrinth that is Holy shit, filled with Alter. secrets. Der Filter da drauf, Junge. Ich hoffe, den kann man ausschalten, das ist ja übel. Im Grunde genommen, also ich werde nicht verwendet. As you explore, you'll encounter various creatures, but it's not always clear if they're friendly or not, so it's best to proceed with some amount of caution. Oh, toll. Throughout the game, you're going to find various items that will give you new abilities and help you solve Frisbee? puzzles. Oh, toll. Every item in the game has multiple uses, but you're going to have to experiment if you want to figure out what they all are. Animal Well is a pixel art game. That's not just a pander to nostalgia. Instead, I'm viewing as a technical opportunity. A 4K TV screen has 144 times as many pixels, What? but that means I have 144 Die Katze, da war ein Fuchs. power to apply to each pixel. Throughout the game, you'll see a lot of things like fluid sims or dynamic lighting effects that haven't really been used in a pixel art game before. Das ist ein Seepferd? What? Designing Animal Well is a layered experience. So what that means is the base layer is something the average person can play through and enjoy to completion. But then there's a second layer, which for most games you would consider this part like 100%ing the game. There are lots of hidden items in nooks and crannies throughout the world. They're not obvious, and you might need some help to find these. The third layer has puzzles that don't really present themselves as puzzles. They might go unnoticed for years, potentially, or they might require some community collaboration to solve. Also, there's a puzzle in this video that may require some community collaboration to understand. But the first 10 people to figure it out will get a free copy of the game at launch. And then while you're doing that, you can maybe wishlist it. But yeah, thank you so much. Okay.
Ach du Scheiße. Das ist die Website, wo man hingeführt wird von dem, was da stand bei dem einen am Dingens hinten. Was zum Geier soll das bedeuten? Next up is Naiad, a colorful exploration game where you play as a water Da steht nymph, traversing a irgendwas. zen and peaceful world. This game comes to us from High Warp, a Da solo steht developer irgendwas, aber from Spain. muss man rausfinden, was da I'm steht. really happy to be part of the 10th anniversary Hm. of Day of the Devs at this exciting Summerfest edition. I'm Elwin from High Warp, a solo dev indie studio from Spain, working on bringing to life very unique and personal games. I would like to share with you a preview of Naiad, a relaxing and colorful exploration adventure about flowing by a river. I put all my love creating every part of this game, so please enjoy. The journey starts with the birth of a little water nymph at the spring of the river. Naiad will grow up and mature, obtaining vitality from floating leaves and flowers, learning to swim like a duck, dive like a fish, dash like a frog, finding other adorable friends like butterflies, rabbits, snakes, turtles, crocodiles, and much more. Help them to find their way, avoiding obstacles and Schwierig. dangers, using your skills. Irgendeine- You will immerse through a lot of beautiful places like deep forest, Irgendwas, was man a da dark cave, rausballern a muss. joyful creek, Download-Code and more. oder sonst irgendwas. Water symbolizing life starts pure and fresh, and little by little it will be fading into dark. You can sing to regenerate the nature, making sprout flowers in your path. Das sieht sehr schön And aus, das you Spiel. must do your best, because the humans are controlling this river wall. Humans create their own fake rivers, like these noisy roads with strange smoke creatures. You are the guardian of this river, and that seems to be a difficult task, but don't be afraid, because a tiny cloud will take care of you from the sky. The beautiful hair of Naiad is like its vitality. You can make it grow up under the sunrise, change its color, even tie small flowers on it. Creating Naiad, I focused on a wholesome experience. Enjoy it at your own pace, exploring and flowing. Naiad will be available for PC and consoles by the end of this year. Thank you for watching. Ist halt ein wirklich schönes Spiel. Auch sehr, 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 sehr flüssig animiert. Sehr, sehr If you schön. ever find yourself longing for the good old days, then why not take a trip back to the Stone Age in this cooperative life and farming simulation game from Ist das ein wunderschönes and Bild? Cryptica. Ja, kommt hin. Hunt and gather to care for your settlement, explore the ancient world around you, and best of all, become a friend to the mammoths. This is Roots of Pachá. Hi, I'm Timo, co-founder of Soraden along with my brother. Hi, I'm Karen, the narrative designer. We're based in San Diego with the rest of the team in Argentina. Hola a todos, I am Dancer, the main artist. And I'm Johnny, Timo's brother. We are the team developing Roots of Pacha, a farming sim set in the Stone Age where you help your clan develop the ideas that shape humanity. In a time when there weren't stores to buy seeds or anything else, you'll build your village from the ground up. Instead of using money, you'll transform the world around you by contributing and working with your clan. Starting small, you'll explore the regions of this new land, discovering plants and resources along the way. Many of the ideas you develop were the cornerstones of early civilizations like farming, domesticating animals, and the creation of tools that are now common.
Ideas will build on one another, and after a while, you'll find your community transformed. You'll venture into the caves to meet the spiritual world, to try and explain who you are and why you're here. The game's Stone Age setting was inspired by the book The Clan of the Cave Bear. Das ist nichts für mich irgendwo. Roots of Pacha is set in simpler times, but the society is still complex. For example, finding something to eat went from satisfying a basic need to making a dish and Ja, creating a natürlich, meal die haben together. Messer und alles, ja, na klar. Und Löffel. As you discover What? ways to make life easier, you'll find time to experience all the fun Pacha's world has to offer. You'll get to know your clan, meet others living around you, and maybe even find that special someone. Our love of farming sims started with the first Harvest Moons, and Stardew Valley took it to the next level. With Roots of Pacha, we want to make our own unique contribution to this genre. We're working on this project with all of our hearts. We're super excited for you to play the final version. In the meantime, we have a brand new demo that just went live today. Thanks for having us. Muchas gracias. Ich weiß nicht. Nicht so. Das ist eher was, was Octo gefällt. Ja, die Musik ist okay, aber der Rest ist irgendwo nicht so. And now I am very pleased to present a world premiere from our friends at Us2 Games, the folks who brought you Monument Valley, Alba, and a bunch of other really, really cool games. Here it is. World premiere. At Us2 Games, we really try and take what's meaningful and great about games and deliver that to everybody. So with Monument Valley, we made people care about a character for the first time if they've never really engaged with games very much. And with Alba Wildlife Adventure, we took open world games and packaged that into a kind of theme about saving an island that more people are going to want to engage with than just the hardcore. And with this game, what we really want to do is take these genres that we really love, like roguelike games and turn-based tactics, add a little bit of sports game in there as well, and themes about dreams and conflicting fears, and really package that together into something that feels really unique. In the game, you play the role of Desta. He's a young person in their early 20s who's coming home for the first time, having not left home in the very best way. Their relationship with their mother and their family and their friends, there's a few of them that were a little bit broken. And they were broken because they didn't really have the words to say. And their father, who used to be a big part of their life, unfortunately passes away, and they don't have those tools and that person to lean on to bridge that gap. So they manage to go home, they find this old ball they used to play with their dad, and when they try and fall asleep with it, they find themselves in a world between worlds, neither asleep nor awake. And when they're in this, they can explore these moments, these memories, and solve these creative problems through a ball game. Das ist angenehmer And für when die they Augen, do gerade für that, mich. they find the right words to say to confront Dieses these people. gelbliche Licht, das brennt vor den People we're Augen. going to be meeting in Desta's dreams are people who were significant to Desta before they left town a couple of years back. And there are lots of people they don't know quite as well, too, and some people who have been shaped by Desta's impression of them in their dreams. But they've all had a profound impact on Desta's life. Ja, These im characters are Spiel really diese komischen interesting Pronouns because all of drinstehen. them are Das interwoven ist ein as part of Dreck, ist Desta's das. story, but also with each other. Ich bin gleich müde, gelangweilt. They don't just appear as abstraction, Es ist ein but Mix they really zwischen feel like a part of the gelangweilt makeup of Desta's und background. One way or another, the people that erschöpft ein Desta bisschen. meets throughout the game helped Desta become who they are Ich today. bin seit heute Morgen And wach und they've habe da taught nur 4 Desta Stunden a geschlafen number of gehabt. different things, like Und danach im standing up Arbeitstag. for themselves, Ja, taking ich bin risks, müde. expressing themselves, and more. There are a few different themes in the story, but I would say that certainly loss is a big part of it.
Ich meine, das hatten wir schon häufiger irgendwo so Events, wo ich einfach nur rumsitze und quasi mir das anschaue und mit euch quatsche. Und man immer so ein Event ist, ich kriege immer dasselbe Gefühl, ich kriege gleich Kopfschmerzen, gleich Migräne, meine Augen fangen an irgendwo zu trocknen, auszutrocknen. Und danach bin ich irgendwo so schlecht drauf und so. Hey, Okto, was geht? Was geht? Dwelling Oh, over oh, Junge. how you might have said something in a conversation and like having that play over and over in your mind, which is like one of the core themes of the game. It's definitely got more depth and more game mechanics than anything we've made before, and it's being designed from the ground up to be a multi-platform title. We're really looking forward to telling you more about Dest and the memories between in the coming weeks and the coming months. This next game is called Ship. It's a shadow platformer. You're a little blobby character platforming around inside shadows, and a game with a really cool minimalist graphic art style. I hope you like it. Hi, I'm Ewout and I'm the developer of Schim. And I'm Niels from Exernice, and I help Ewout develop Schim. We're located in the north of the Netherlands in a town called Leeuwarden. We are a team of 2, plus the talented people at Moonseller who do the audio. Schim? Okay. Schim is a game where you move around in shadows. You play as a Schim, a shadow creature. Ja, da. Bäh. Danke. So, As a whole, Schim is made to be approachable for a variety of players. At its core, it's about jumping around in shadows and platforming towards the end of a level. Also wäre das jetzt echt noch positiv gewesen, ich hätte meiner Oma den Arsch aufgerissen. Meine Mutter so von wegen, da kann sie ja nichts für essen. Na doch, weil wenn sie erst auf das Ergebnis von ihrem Test warten musste, dann hätten mein Stiefvater und ich gar nicht drüber gedurft. Eben. Scheißegal, ob die in Quarantäne war oder nicht. Du musst auf den Test warten. You can help them by finding their object. Schim takes big inspiration from the feeling of playing as a child. Playing imaginary games with made-up rules. Move around in shadows and jump to Da the next musst du aber shadow. echt schon, bei dem Spiel musst du echt schon den Stil ein bisschen mögen. Der ist halt echt. Das ist nur Outlines. Ich dachte, der Scheiß wäre vorbei. Ja, die Dingens-Show ist vorbei. Summer Games-Dingen. Aber das ist der Day of the Death. Und Day of the Death ist eigentlich relativ interessant. Check it out and follow us at schimgame.com. Schimgame? Hi everyone, Also die and Kopfhörer thank you, haben, ja. Day of the Death, for having us this year. I'm Anne, the manager of Asobu, a community hub for indie Bro, Octo ist gerade eine Minute da und haut schon so einen raus. Das Spiel stellt alle anderen in den Schatten. Alter, ich hau dich so kaputt, Junge. Holy shit, Mann. Schön für Leute, die immer schon Mario Striker schon wieder durch. Ach. And we're also doing a lot of online contents and streams, like our big Asobu Indie Showcase, which will be aired this summer in English and Japanese, or a monthly Wie schaut's eigentlich aus wegen Voice Beta Banana? Alter, nicht heute, First, Mann. let's check 2 really cool Japanese titles. Morgen ginge, müsste nur gucken wegen Mario, ne? Ja, deswegen wollte ich es ja von morgen eigentlich fertig haben. Ja, hast du Pech, dass heute dieses blöde Event ist. Mhm. Fox and Frog Travelers, The Demon of Arashino Island, is a 3D action adventure game with a Japanese-inspired atmosphere. You will play as Fox, her girl who finds herself on Arashino Island and starts traveling with Frog. Torii Gates, Fusto Lantern and Neon gives light and color to the island. But something is lurking in the shadows, inching even closer. What the hell?
Fox and Frog Travelers is developed by Rias, an illustrator and concept artist that came up with the idea for it, based on one of his illustrations. Ist das wirklich ein Catgirl? Oder ein Fuchsmädchen? Meine Güte. Fox and Frog No. Long Journey Through the Night is planned for release in a few years. No. Oh toll, ein alter Gameboy. Asakitsune. First game of the young solo developer Yo Fuji, Goodbye World is a narrative game about two young indie game creators, the shy Kani and the extrovert Kumani. Mixing influences from comics like Ghost World and games like The Beginner's Guide or Moses 3, Goodbye World is a tale about the passion and struggles that comes with game creation. Oh, come on, Certain das ist voll der chapters of the story, Kirby-Klon. rendered in beautiful pixel art in a resolution Character close to the Super NES Ding and ist Game irgendwie so Boy ein Waddle Advance. Hm. Goodbye World is due out on Steam later this year. If you like those games, don't hesitate to wishlist and to follow the devs on Twitter. And if you are interested by Japanese indie scene or indie games, you can follow us on Twitter, on Discord, chat with us, and watch our indie game showcase, which is coming this summer. And thank you again for watching, and Day of the Devs for having us. The process of moving to a new city can be daunting. Our next game, Birth, from solo developer Madison Carr, who hails from Chicago, explores the idea of quelling loneliness Goodbye World through klingt this irgendwie puzzle traurig. adventure. Oh. Hi, my name is Madison, and I'm making a Madison. game called Birth. Fische. Das ist ein cooles Bild. Hm? Hat jemand ein Bild von Glurak genommen, hat das in diesem Stil von Mario Smash Football gezeichnet. Mit dem Smash Ball als Ball. Ich hatte Spaß, das mal ein Pokémon für jetzt rein. In Wow. order to quell your loneliness, Ey, das you sieht voll decide geil to aus. create a creature, a friend, a partner for yourself by Ja, nicht collecting schlecht. spare bones and organs that you find while traversing the city. Sowas von Gardevoir stelle ich mir etwas interessant vor. You will explore libraries and post offices and museums Oder hier, and Pit sogar. cafes and apartments that don't belong to you. Ah, ist kein Pokémon, also poste ich es im Bilder-Channel. In each of these buildings, you will Das sieht auch nicht meet schlecht aus. creatures, and you will get to know them by searching through their personal belongings. Oh ja, man durchgräbt die persönlichen Sachen von anderen Personen, weil man es Their kann. laptops and phones, their cabinets Hä? and their What the notebooks. fuck? Within The these personal fuck? belongings, there are puzzles. Some are physics-based, some are pattern-based, some are abstract. There The are no fuck? instructions, and you are rarely doing the same thing twice. Mach kaputt die Scheiße. Alongside the main game, there are optional hidden tokens that you can find to unlock secret buildings and treasures. Reingeschaut. Birth comes out this August. I Oh, wie made this game with my gemein. whole heart, and I hope that you like it. Michiro immer noch nicht da? Nicht, dass ich gesehen habe, nein.
Es kam von unter deinem Bett, Glückskatze. How to say goodbye. You play as the ghost of a person who's recently died and is embarking on the journey of accepting their own death. The mechanics underscore the message that there's always a way through grief. You may get stuck, but you can always stop, reevaluate. It's all just part of the puzzle. Hi, I'm Florian, co-author of the upcoming narrative puzzle game, How to Say Goodbye. No. In How to Say Goodbye, you help a group of quirky ghosts overcome various obstacles and conundrums by reorganizing the level as you like. Moving one tile will also push the surrounding tiles. Was ist denn das Schiebepuzzle-Rätsel-Dingen? The puzzle elements are only moved around, but never removed. So, just like a Rubik's Cube, the puzzles never end up in a state where you can't solve them. What the fuck? Lock the door. Follow various characters. Was ist eigentlich Debris Game Awards? Day of the Devs. So Indie-Game-Zeug ist dabei. Die großen Titel hatten wir vorher, das waren alle Shooter. Bis auf Street Fighter. Und die ganzen MiHoYo-Sachen. How to Say Goodbye tells a story of loss and weird. but we intend the experience to be as gentle, Super komisch. kind and positive. Ich bin noch kein Freund davon. If this sounds like something that you would be interested in, please wishlist the game. It would mean a lot to us. Thank you. Oh, arme Buhu. Bro, der frisst im Stream. Hi. Well, wasn't that a great show? And a great cake, and it's all gone. And so now we have to say goodbye. I hope you liked that. I hope you liked all the games. Thank you to all the developers for making such fantastic games and for bringing them here for everyone to enjoy. Special thanks to all of our generous sponsors. You've always been there for us, and we could not do this without you. PlayStation, Idea Xbox, Nintendo, Steam, Epic Games Store. Y'all are awesome. Thank you. Extra special thanks to Dose One, the Magic Man, for supplying all the beats and sound effects and tunes you hear in every Summer Game Fest edition of Day of the Devs. We couldn't have done any of this without you, or at least it'd be really quiet and kind of suck. We're not done with the Day of the Devs 10th anniversary just yet. If you go to dayofthedevs.com and sign up for our newsletter, you will be amongst the first to hear about all the excitement that's to come. Die haben da in Saints Row in diesem komischen Character Creation haben so Scheiß schon kreiert wie Waluigi und so ein Krack, ja. Ei. We'll see you next time. Aha! You thought it was over, but it is actually not. Day of the Devs continues with a special after-party performance by the one and only Peter Berkman of Anamanaguchi fame. He's debuting new music from a game you've Ich glaube, die Musik-Dingens müssen wir uns nicht unbedingt anschauen. The reason you haven't heard of it is because it's debuting on Kickstarter at this very freaking moment. Enjoy. See you later. Thanks for tuning in to Day of the Devs. Oh, man kriegt sie nächstes mit einem Skin in so einem Paket für 786 von diesen komischen Steinen. Wow. So ein richtig hässliches Trikot.
Digga, das sind irgendwie 16 Euro, Alter. So sicher aus. Ja. Hätten sie es nicht einfach wie bei Ciana machen können. Ich weiß es nicht. Für nächstes Schwierigkeitsgrad leicht. Bruh. Die meisten wollen doch eher Routiner spielen, würden dann nicht mehr da weiter trainieren. Evolit, Alter. Damit du auch bloß nicht Dings bekommst hier für Nexus. Jeder dritte Angriff wird zu einem verstärkten Angriff. Dieses Pokémon bei niedrigem KP-Wert eine Attacke einfügt, diese gegnerischen Pokémon mit einem Ball aus Feuer zusätzlichen Schaden zu. Nachdem die Fähigkeit ausgelöst wurde, muss sie wieder aufladen. Ah, okay. Okay, der Dragoran-Skin ist merkwürdig. Ich finde, der passt so gar nicht zu Dragoran. Ja, es wäre so ein Machomaiting gewesen, ne? Ja, ganz ehrlich. Da macht man hier schon einen mit Boxen. Und dann nimmst du euch das eine Pokémon, das 4 Arme dafür zu. Ja. Hat, ey. Leute, also, jemand macht den falsch. Das sieht interessant aus. Oh, er ist verstorben. Cool, perfekter Moment. Ui. Frag mich warum, aber der Charakter sieht aus, als hätte er irgendwo so ein Teletubby-Ding an, Alter. Oder so ein Glücksbärchi. Weißt du, mit so einem Dingens von drauf, mit so einem Fernseher? Als Glücksbärchi möchte ich sagen. Michiro kommt, nee, erst mit Viverius verzocken, bruh. Was? Michiro kommt jetzt, zockt mit der Viverius wahrscheinlich jetzt gerade irgendwo was in Richtung, das Zeug, was mit zocken hier, Rainbow Six. Scheiß auf den Kevin. Bruh. Na, Mann. Das ist nicht jeder braucht das Alpha-Tier. What? The fuck ist das für eine Falle bei Yu-Gi-Oh, Alter? Während der Schadensberechnung, Fallenkarte nebenbei, wenn dein Monster ein gegnerisches Monster bekämpft, spielst du und dein Gegner Schere, Stein, Papier. Der Verlierer verbannt sein Monster. Und zwar verdeckt. Was eine Dreckskarte, Alter. Die Musik ist an. Die ist angenehm und chillig. Ich habe hier noch nicht genug Münzen. Noch 1700 Stück brauche ich. Außerdem werden sie jetzt eh alle für nächstes wegpicken. Die Musik macht sich besser, dass ich müde bin. Aber ja, ich will gleich ins Bett gehen, hat keinen Sinn. Dass ich jetzt nämlich noch groß zwinge, Devolver anzuschauen, was erst in einer Stunde anfängt. Ja, hat keinen Sinn, ne? Was soll man machen? Dessen lese ich mir kurz mal die Texte hier durch. Wo ist da nur der Sinn? Wo ist der denn nur hin, der Sinn? Nein, so aus Freude nach einer Zeit eine Explosion aus geht nach Pokémon. Magieflamme! Der Sinn! Besonderen Feuerball wirft sie nach vorn. Da kann geht nach Pokémon, wird die Explosion ausgelöst, geht nach Pokémon. Okay. Okay. Ich liebe es, wenn Leute einen neuen Charakter im Ranked spielen, den sie wahrscheinlich 1-2 Mal gespielt haben davor. Hier Licht. Oh Mann. Ah, ja. Boah, bei für Nexus ist ja überall Explosionen drin, ne? Was ist denn das? Explosion! Sie ist wie die eine von Konosuba. Megumin, ja.
Oh, da heißt das generische Machung heißt einfach I'm your hope. Ich bin deine Hoffnung. Ja, wahrscheinlich mein Untergang. Oh, Junge, hoffentlich kannst du für Nexus. Nexus ist einfach. Ja, ist egal. Hält nur wenig aus, wie die anderen Mages auch. Spielt einfach keinen neuen Charakter instant in fucking Welt. What the hell? Geil, erstmal gewone-shotted worden für den Boss. Netter Gegner. Da ist der Akte. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Wohlstand. Da ist eine Eule. Hallo, oh Keule, du Eule. What? Ich war jetzt falsches Skill genommen. Fuck. Nein, ich brauch doch Submission. Fuck, Da musst du was Alter. Neues lernen, mein Freund. Nee, Little das Nemo. das ist einfach nur schlecht. Das ist das Problem. Tja. Nitro-Ladung, warum? Oh, Nitro-Ladung ist gut. Nitro-Ladung kann man einsetzen und wegdashen, während man mit den anderen Attacken angreift, wie Feuersturm oder Magieflamme. Mies. Magic. Und von Nexus Ulti reduziert KP-Wiederherstellung vom Gegner. Na du geil, du Scheiße. Dynamic Punch ist so scheiße. Du kannst Nexus ist ein Mon, was du einsetzen willst, um die Heiler zu schwächen. Total assi. Einfach gegnerische Heilung entfernen. Mies. Oh, Tatsache, da oben ist irgendwas. The Games and Online Harassment Hotline is a text message-based, anonymous, Bruh. and confidential emotional support. Na, weg damit. Ja, ich würde sagen an der Stelle, das war dann die komische Präsentationszeugs. Ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht und ich will meine Zeit zurückhaben. Die 3 Stunden, die wir hier rumsaßen. Oh mein, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ihr stellt euch immer alle an. Es war, Es gab schon viel Schlimmeres, Mann. ja, es gab schon viel Schlimmeres. Sehr viel Schlimmeres. Ich möchte nur, so die ein oder andere Square Enix-Präsentation bei der E3 benennen, wo absolut gar nichts bei rumkam. Naja. Wie auch immer. Insgesamt, leider nichts Interessantes dabei gewesen. Für mich zumindest. Bis auf vielleicht eine Sache, die cool sah. Yeah. Ich würde sagen, das war's dann. Und 0 Revolver? Nee, nicht für mich, Alter. Ich bin zu müde, ich gehe ins Bett. Ich bin zu müde. Ich gehe ins Bett. Er ist zu müde. Er hat ein schlechtes Gemüt.
Spiel doch mal zurück und leg ein gutes Spiel ein. Ich würde Unite spielen. Das ist das Einzige, was ich machen würde. Ein gutes Spiel einlegen, ja. Nee, also das ist das Einzige, was ich machen würde. Ich würde in der Zeit Unite spielen oder Jeff helfen beim Aktivieren und Eintragen von dem Voice mit der Bananenavatar Ding jetzt machen musste. Er musste sowieso noch das eine Kabel runterladen dafür. Du musst ein Kabel runterladen? Es gibt ein digitales Kabel, was du noch runterladen solltest. Ah. Es hört sich halt nur merkwürdig an, ein Kabel runterzuladen. Ja, es klingt komisch, ist aber praktisch. Hallo, ich bin Löwenzahn. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Oh Mann. Seit wann kann man Kabel runterladen, fragt Gary. Seit wann gibt's WLAN-Kabel? Ja. Jedem das seine, ne? Ganz genau, Bruder. Na gut. Jungs und Mädels im Chat. Liebe Zuschauer. Jeff. Ja, bitte. Ich begebe mich jetzt ins Bett. Ich wünsche euch gute Nacht. Und wir machen dann morgen Mario Strikers. Ja, wir machen wegen Mario Strikers mal. Ich gehe ins Bett. Wünsche gute Nacht. Bye bye. Bye bye.